Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr ausführlichen Airsoft Review einmal begrüßen. Und Leute, es wird großartig. Es wird sowas von geil heute werden. Ich verspreche es euch. Der liebe Reaper hatte letzte Woche so brutal viel Spaß, dass natürlich selbstverständlich seine Ehe wieder brutal belastet wurde. Ja, das kommt aber öfters mal im Jahr vor. Denn ich habe wieder ein bisschen Geld ausgegeben, natürlich. Aber ihr habt es im Titel gelesen, ihr habt euch das Thumbnail angeschaut. Es geht heute einmal im Detail um die brachiale und wunderschöne Double Eagle M917 bzw. UST 45. Und ja, natürlich, viele von euch wissen es ist letztendlich ein Nachbau von der LWRC SMG 45. Und das Modell feiere ich schon seit Jahren. So, und jetzt bekommt man eben das Modell als Nachbau. Und Leute, es kostet relativ wenig und es konnte mich komplett überzeugen. Bedeutet einmal die Haptik von dem Modell, die Internals, das EFCS, das Federschnellwechselsystem, Akku einlegen, Qualität vom Kunststoff, Haptik, wie sie drin liegt, wie sie sich schießen lässt. Es ist, für mich persönlich, es ist der Allrounder im Jahr 2022 aktuell. Bedeutet, ich hatte genauso viel Spaß wie damals, wo die Syma Nova einmal rausgekommen ist. Auch da hatte ich bei den ersten Magazinen so ein Grinsen im Gesicht. Und genau so ging es mir bei dem Modell. Und das auch noch, wie gesagt, aktuell im Angebot zum super mega Preis. Ja, natürlich habe ich dazu gegriffen. Ich konnte da nicht Nein sagen. Bedeutet, ich habe mir zunächst mal die G-Version hier mit diesem ACR-Schaft einmal gekauft, habe sie ausgepackt, habe sie angefummelt, dachte mir, oh geil, echt Zubehör, super. Mal aufgemacht, mal reingeschaut und ja, was soll ich sagen? 2 Tage später habe ich mir die C-Version, die C-Variante ebenfalls mit dazu gekauft. Wie gesagt, natürlich hat wieder ein bisschen Geld gekostet, aber ich finde, wenn ein Modell so viel Spaß macht und es mir so viel bietet, dann kann man hier gerne auch problemlos einmal zugreifen. Also Leute, warum ich so viel Spaß mit diesem Modell hatte, klären wir heute einmal im Detail selbstverständlich. Macht euch ein Bierchen auf und los geht's. So Leute, legen wir los. Klären wir zunächst mal den einen Punkt, warum bin ich so bescheuert und kaufe mir zweimal das gleiche Modell. So, ihr seht, die Modelle unterscheiden sich, beziehungsweise die G-Version und die C-Version unterscheiden sich letztendlich nur einmal vom Schaft hinten. So, und jeder dieser Schäfte hat Vor- wie auch Nachteile. Bedeutet, ihr solltet euch vorher überlegen, welcher Schaft für euch einmal besser passend ist. So, sprechen wir es ganz kurz durch. Hier einmal die G-Version und ihr seht, das Ganze ist letztendlich ein ACR-Schaft von der Masada einmal dran. Hier habt ihr den Vorteil, dass ihr natürlich den Schaft einmal komplett in der Länge in mehreren Positionen einmal einstellen könnt. Das ist bei der C-Version nicht möglich, bedeutet, der ist von der Länge fix. Und der zweite Vorteil von diesem ACR-Schaft ist ebenfalls die Kapazität am Akku, was ihr reinbekommt. Bedeutet, hier passen problemlos 1500 mAh und wenn ihr ein bisschen Kabel reinpobeln wollt, passen sogar 2150 mAh da hinten einmal rein. Das ist bei der C-Version nicht möglich, bedeutet, hier passen maximal 1200 mAh einmal rein. Zeige ich euch später aber noch im Detail. So, was ist jetzt der Nachteil von der G-Version? Das ist die Visierlinie bzw. die Linie von der Pickrail, wo später einmal eure Optik draufkommt und einmal der Wangenauflage. Bedeutet, ihr seht, das Ganze zieht sich hier letztendlich fast in eine Linie gerade nach hinten. Bedeutet auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Helm spielt oder mit dem Funk, mit Mickey Mouse oder mit dem Peltor, müsst ihr mit der Montage vom Rotpunkt oder vom Leuchtpunktvisier relativ hoch gehen. Ansonsten kann es passieren, dass wenn ihr das Ding einmal in Anschlag rein habt, kann es passieren, je nachdem, dass ihr hier einmal Probleme bekommt. Wie gesagt, kommt noch ein bisschen drauf an, welche Plattenträger. Aber wie gesagt, hier müsst ihr relativ hoch, damit ihr eben nicht so nah einmal runter müsst. Sonst gibt es eben Probleme mit dem Funk teilweise oder kann unangenehm werden. So, und hier hat eben die C-Version den Vorteil, dass zunächst vielleicht der Schaft ein bisschen optisch schöner zu dem Modell passt. Wie gesagt, diese offene, ein bisschen angelehnt natürlich an eine UMP. Wie gesagt, nicht einstellbar, kleinere Akkus. Wenn ihr aber euch hier die Linie nehmt,
Da seht ihr, dass das Ganze deutlich tiefer sitzt, um ca. 4 cm. Und dadurch ist es eben nicht nötig, jetzt hier irgendwie mit dem Leuchtpunkt wie sie ewig hoch zu gehen, damit ihr hier keine Probleme bekommt. Also hier gerade im Thema Optik finde ich zum Beispiel die C-Version einmal interessanter. Aber wie gesagt, Kapazität für einen Akku bei der C-Version etwas schlechter. Einklappen lässt sich natürlich auch das Modell einmal problemlos. Dann müssen wir uns heute selbstverständlich auch den Lieferumfang einmal im Detail ansprechen. Auch hier kann man zunächst mal sagen, wenn ihr die Waffe bekommt, es ist alles wirklich sehr hochwertig verpackt. Also nicht einfach nur irgendwie Pappe oder ein bisschen Styropor und das Ding reingeballert, sondern alles wunderschön einmal mit im Schaumstoff, so vorm Schaumstoff ausgekleidet. Die Waffe liegt schön drin, das Zubehör liegt schön drin. Es wirkt also für den Preis schon mal wirklich hochwertig. So, und dann geht es gleich weiter, was ihr alles drin habt. Ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr viel. Zunächst einmal klar, ganz normale Gebrauchsanweisung seitens Double Eagle. Das Ganze mit Bildchen, also auch für Einsteiger. Kurz reinschauen, mal kurz durchblättern. Wie gesagt, sind wenige Seiten. Aber alles Relevante wird da ganz kurz einmal angesprochen. Dann auch für uns Bastler wieder recht interessant. Einmal Explosionszeichnung zusammen mit den Teilenummern. Ebenfalls enthalten, finde ich immer gut. Und ein kleines bisschen Sicherheitsgedöns auf Englisch. Ja, wenn man es braucht, ist auf jeden Fall dabei. So, und jetzt schaut mal hierher, was da noch alles liegt. Ihr habt für das spezielle LWRC-Arretierungssystem einmal die Covers dabei. Müsst ihr nicht unbedingt installieren, sind wie gesagt optional, könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr seht, bei der C-Version habe ich das Ganze schon montiert. Bedeutet, ihr habt die Abdeckung für die Gewinde zum Beispiel einmal links, einmal rechts. Und unten zum Beispiel ebenfalls nochmal mit einem Handstop vorne mit dran. Wie gesagt, hier bei der C-Version bereits einmal installiert. Wollt ihr jetzt irgendwie einen Dummy-Light installieren oder Österreicher, Schweizer, ein Tag-Light, ein Laser-Lichtmodul oder unten einen Griff, habt ihr ebenfalls nochmal 2 Pick-Rails im Lieferumfang enthalten. Bedeutet, ihr könnt letztendlich die eine Abdeckung wegmachen, könnt eine Pick-Rail dran machen, könnt unten eine Pick-Rail dran machen, je nachdem wie ihr wollt. Und die entsprechenden benötigten Schrauben, Senkkopfschrauben M4, sind ebenfalls im Lieferumfang alle komplett enthalten. Und da sind sogar 2 Stück einmal auf Ersatz dabei. So, das war noch nicht alles. Ihr seht hier nochmal ein optionaler, erweiterter Magazinhalter. Bedeutet, der Standardmagazinhalter, der an der Waffe dran ist wie bei der UMP letztendlich, bedeutet von unten zum Drücken. Und jetzt habe ich hier eben die Möglichkeit, noch diesen erweiterten einfach noch zu installieren. Und dann ist es euch eben möglich, nicht nur die Magazine von unten zu lösen, sondern ebenfalls einfach mit dem Abzugsfinger runterfahren am Abzugsbügel, drücken und können dann ganz bequem und einfach eure Magazine oder euer Magazin lösen. Also hier erweiterter Magazinhalter, optional ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. Finde ich einfach klasse. So, dann seht ihr hier einmal den Spannhebel, den müsst ihr montieren, der ist aus Aluminium gefertigt. Bedeutet, geht ihr einfach her und setzt den Spannhebel entweder links oder rechts einmal ein. Bedeutet, je nachdem, wo ihr braucht, zum Beispiel bei mir jetzt, ich habe ihn auf der Seite dran, geht ihr einfach her und klickt das Ding einmal hier oben rein. Wie gesagt, dann habt ihr hier einmal euren Spannhebel dran montiert. Wollt ihr ihn auf der anderen Seite haben, ja, dann zieht ihr einfach mit ein bisschen Schmackes einmal raus, geht auf der anderen Seite her und stopft ihn euch von mir aus auf der anderen Seite rein. Dann habt ihr das Ding auf der anderen Seite montiert. Wie gesagt, hier ebenfalls der Spannhebel, den müsst ihr montieren. Der ist natürlich ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. So, und jetzt geht es einmal weiter. Gut, Laufreinigungsstab braucht man immer, ist ebenfalls Bestandteil des Lieferumfangs. So, und jetzt haben wir hier eben aktuell eine Rabattaktion von Bad Agency. Bedeutet, die Waffe kommt direkt mit einem installierten Gate Titan und ihr bekommt nicht nur ein UMP-Magazin oder ein 45er-Magazin einmal dazu, sondern bei 288 € sind ebenfalls 2 Magazine Bestandteil des Lieferumfangs. Also Respekt, Hut ab, 2 Max dabei für den Preis, finde ich einfach mega geil. So, und da hier eben bereits ein Gate Titan vorinstalliert ist, habt ihr ebenfalls einen kleinen Adapter dabei liegen von DIN oder T-Stecker einmal auf Standard Mini-Timer-Stecker. Wäre jetzt noch ein 2 € Speedloader dabei, dann wäre es wirklich perfekt. Aber auch hier denke ich mal, Preis-Leistungs-Verhältnis, der Lieferumfang, das kann sich definitiv einmal sehen lassen. Ach ja, die Tröte, Schalldämpfer-Attrappe, ist natürlich nicht Bestandteil des Lieferumfangs. Bevor es dann gleich weitergeht mit den technischen Daten, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, wie ihr diesen gerade gesehenen Magazinhalter oder Magazin-Release einmal installiert. Das ist zwar mit 2 Bildchen in der Anleitung einmal beschrieben,
Einsteiger könnten damit aber ein Problem haben, denn ihr müsst ein bisschen aufpassen, wie ihr die Feder einmal installiert. Dementsprechend, wie gesagt, wollt ihr den Magazinhalter haben, den ihr hier unten einmal betätigen könnt, einfach mit dem Abzugsfinger. Dann hier ganz kurz in der Nahaufnahme, wie ihr dieses Bauteil einmal montiert. Also Leute, jetzt machen wir ebenfalls kurz Montageanleitungen für den erweiterten Magazinhalter. Wie gerade schon angesprochen, standardmäßig ist eben der hier einmal drin verbaut, wie das von der UMP 45 kennt. Bedeutet, zum Magazin lösen müsst ihr hier unten reingreifen oder mit dem zweiten Magazin dagegen drücken, um eben das Magazin lösen zu können. Jetzt habt ihr beim Lieferumfang ebenfalls optional diesen hier einmal drin enthalten. Und ihr seht, der hat eben links und rechts nochmal 2 Druckflächen. Diese liegen dann letztendlich im montierten Zustand direkt links sowie rechts neben dem Abzugsbügel. Ihr könnt also einfach den Finger lang machen vom Abzug, könnt runterdrücken und könnt dann direkt hier unten einmal das Magazin lösen. Finde ich deutlich benutzerfreundlicher. So, das Ganze wird in der Anleitung zwar mit Bildchen erklärt, es ist aber eine Feder drin, wo ihr gegebenenfalls einmal ein bisschen aufpassen müsst. Dementsprechend, wie gesagt, zeige ich es euch einfach mal ganz kurz. Ihr habt hier oben einen sehr langen Pin einmal drin und dieser ist vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal gerändelt. Bedeutet, wir klopfen ihn einmal von der Seite einmal durch. So, sobald wir den weit genug einmal rausgeklopft haben, werdet ihr schon feststellen, da löst sich jetzt im inneren Bereich der Originalmagazinhalter. Das ist dann einmal dieser hier. Und hier aber auch der Unterschied. Der hier ist einmal aus Aluminium gefertigt, der andere ist nur aus Polyamid-Kunststoff. Ist aber in Ordnung. Wie gesagt, es ist Polyamid, es ist unheimlich hart vom Kunststoff her. Also auch hier kein ABS oder sowas verwendet. Dementsprechend nehmen wir den einmal her. Und jetzt seht ihr hier eben einmal die Feder drauf. Und die müsst ihr letztendlich jetzt beim anderen ebenfalls einmal installieren. Bedeutet, wir haken diese einmal links und rechts aus. Dann nehmen wir den hierher und stecken uns die Feder hier einfach einmal wieder drauf, damit die ganze Feder quasi hier links und rechts ja einmal auf diesen Zapfen sozusagen einmal drauf liegt. So, und jetzt habt ihr hier eben diese Druckfläche. Bedeutet, ihr setzt das Ding jetzt einmal so quasi rein und schaut dann, dass es nach hinten drückt, damit die Feder einmal so gespannt wird. Müsst ihr halt ein bisschen gut halten und eben entsprechend auch zum Loch einmal ausrichten. So, also einmal reindrücken und dann schauen wir jetzt hier einfach mal drauf, dass wir das Loch finden. So, das Loch wäre dann einmal hier. Ihr könnt es mit dem Stifttreiber oder mit dem Bit ebenfalls nochmal nachkontrollieren. Ich sehe bloß wieder nichts, weil sonst hängt mein Kopf nämlich in der Kamera. So, das müsste dann einmal genau hier einmal sein und dann letztendlich einfach den Pin wieder einmal reinklopfen. So, and voilà, ist der Magazinhalter einmal gefedert und ihr könnt das Ganze, wie gerade schon angesprochen, ganz bequem jetzt einmal mit dem Abzugsfinger links oder rechts einmal verwenden. Bedeutet einfach Magazin rein, das hält wunderbar und schön fest. Ihr macht den Finger lang, geht runter, drückt hier und könnt das Magazin entnehmen. Also hier sehr, sehr schön optional einmal erweiterter Magazinhalter enthalten. Hätten sie meiner Meinung nach auch gerne out of the box so verwenden können oder installieren können. Also wie gesagt, den hätten sie sich meiner Meinung nach sparen können, denn den finde ich deutlich, deutlich geiler. Somit wäre auch der erweiterte Magazinhalter einmal montiert und macht das Modell meiner Meinung nach nochmal etwas benutzer- bzw. bedienfreundlicher. Wie gesagt, ist mega geil. Einfach Finger runter, zack, Magazin raus, geht rucki zucki. Hätten sie gleich montieren können. Lass uns weitermachen mit den technischen Daten. So, dieses Modell kommt einmal aus dem Hause Double Eagle, also aus China. Und hier, das sollte euch jetzt erstmal nicht abschrecken oder da dürft ihr euch nicht abschrecken lassen. Denn ja, Double Eagle war bis jetzt noch nie dafür bekannt, wirklich hochwertige Airsoft-Modelle einmal zu produzieren. Vielleicht ändert sich das Ganze mit diesem Modell. Bereits vorab ein ganz kleines Beispiel. Wir haben hier selbstverständlich eine komplette Kunststoffwaffe. Ihr sucht hier aber ABS-Kunststoff komplett vergebens. Die gesamte Waffe ist aus hochwertigem Polyamid-Kunststoff mit Glasfaseranteil einmal gefertigt. So, und das Erschreckende daran, Toleranzen und Kunststoffqualität sind auf G- und G-Niveau. Und das Ganze von dem China-Hersteller. Das haben sie wirklich klasse gemacht. Also nicht abschrecken lassen, wenn da jetzt irgendwie Double Eagle draufsteht. So, dann haben wir hier natürlich einmal in Deutschland die geäffte Version, bedeutet die Bad Agency Version, Zulassung, PTB und Vertrieb, alles über badagency.de. Und hier eben auch die Besonderheit, dass hier nicht das relativ schlechte Falcon-System einmal drin ist, sondern Bad Agency verbaut für euch bereits einmal ein Gate Titan und die Gears werden ebenfalls einmal nachgeschirmt.
So, und jetzt nochmal kurz zurückzukommen, Preis-Leistungs-Verhältnis oder gerade auf den Preis bezogen. Wenn ihr jetzt schnell seid und ich versuche das Video so zeitnah wie möglich fertigzustellen, bekommt ihr das Modell noch im Angebot mit 2 Magazinen und Gate Titan für 288 Euro. Und das ist mega, mega günstig. Und selbst der Regulärpreis nach dem Angebot von 320 Euro sind auch noch in Ordnung. Denn auch hier muss man wieder ein bisschen durchkalkulieren. Natürlich ist das Modell im Ausland deutlich günstiger, natürlich. Dann kommt der Import dazu, dann kommt die PTB-Zulassung dazu, die unheimlich Geld kostet. Dann setzt sich jemand hin für euch, nimmt das Ding auseinander, baut euch einen Titan rein, stellt das Titan für euch ein, schimmt das Ding für euch einmal nach, baut es wieder zusammen und das kostet einfach alles Geld. Und wenn man die Arbeitszeit und das Titan noch mit einberechnet, sind auch 320 Euro mega fair vom Preis her. Also Preis stimmt soweit. Dann die Modellbezeichnung, wie vorhin schon kurz angesprochen, seitens Double Eagle, ist M917 in der Gustav-Version mit dem Masada bzw. ACR-Schaft und die Cäsar-Version, so wie sie auf dem Tisch steht, mit dem UMP-ähnlichen Klappschaft. Der einzige Unterschied ist, wie gesagt, nur der Schaft. Wollt ihr den Schaft in der Länge einstellen oder nicht? Braucht ihr den Masada-Schaft? Braucht ihr den Schaft von der C-Version? Das ist ganz euch überlassen. Das ist aber, wie gesagt, der einzige Unterschied. Sprechen wir die Längen ganz kurz durch. Die normale G-Version mit dem Masada-Schaft erreicht im eingeklappten Zustand eine Länge von 450 mm. Und wenn ihr den Schaft dann einmal ausklappt, habt ihr minimal 600 mm und komplett ausgeschoben erreicht es 710 mm. So, die Cäsar-Version im eingeklappten Zustand ebenfalls 450 mm und komplett oder ausgeklappt 670 mm. Und das Ganze eben nicht einstellbar. Die 21 mm Pick Rails im oberen Bereich durchgängig für die Montage von Leuchtpunktoptiken zum Beispiel mit 355 mm und wie vorhin schon gesehen im Lieferumfang nochmal 2 optionale Pick Rails enthalten für die Montage hier vorne dran mit einer Länge von 95 mm. Was ihr jetzt bereits seht, wir haben hier weder ein M-Log-System noch ein Key-Mod-System. Bedeutet, dieses Montagesystem ist bei LWRC einmal speziell. Und wenn ihr da mehr Infos braucht oder wenn ihr zusätzliche Pick-Rails braucht, die Bohrungen oder die Gewinde sind M4 mit einem Bohrungsabstand von Mitte zu Mitte von 32 mm. Wie gesagt, wenn ihr nochmal irgendwas braucht. Dann seht ihr noch bei der C-Version, selbstverständlich hat dieses Modell im vorderen Bereich ein Standard 14 mm Linksgewinde und dementsprechend könnt ihr auch problemlos Schalldämpfer, Attrappen oder Tracer einmal dran montieren. Im inneren Bereich finden wir dann einen Standard AEG-Lauf vor mit einer Länge von 240 mm und einem Innendurchmesser von 6,08 mm. Da wir hier eine Kunststoff- oder eine Polyamid-Knifte haben, ist auch das Gewicht in Bezug auf die Länge wirklich sehr angenehm. Bedeutet nicht zu leicht und nicht zu schwer. Mit Magazin, allerdings ohne Akku, ohne Mumpeln, ohne Optik. 2477 Gramm. Bedeutet noch ein bisschen Mumpeln, ein bisschen Akku, ein bisschen Optik obendrauf, vielleicht 2700 Gramm. Und es ist einfach ein sehr angenehmes Gewicht, um den ganzen Tag spielen zu können. Je nach Körperbau vielleicht. Also wie gesagt, ich finde sie vom Gewicht wirklich gut, nicht zu leicht, wirklich billig oder sowas. Ist ein sehr, sehr angenehmes Gewicht. Dann, wie gerade schon angesprochen, Bad Agency Version kommt direkt mit einem Gate Titan in der Basic Version. Bedeutet hier ein optisches EFCS MOSFET System. Das Modell kann euch nicht jammen. Auch der Abzug ist standardmäßig von Bad Agency bereits auf Stufe 2 eingestellt. Bedeutet, ihr drückt das Ding vielleicht auf 2-3 mm und die Waffe schießt bereits. Wollt ihr jetzt noch irgendwas nachkonfigurieren, S-Precocking, die Aktivbremse, wollt ihr den Abzugsweg anders einstellen oder whatever, wollt ihr die Statistik euch anschauen, dann benötigt ihr optional nochmal dazu einen USB-Dongle oder den USB-Adapter von Gate. Kostet leider wieder ein kleines bisschen Geld. Der Adapter oder den Dongle bekommt ihr, glaube ich, für 35 oder 38 Euro. Und der USB-Adapter ist der Bluetooth-Adapter ist relativ teuer, denn der kostet um die 69 Euro aktuell. Am günstigsten kommt er weg, wenn ihr einen Teamkollegen habt, der auch eine Knifte mit dem Titan hat und dann leitet euch einfach diesen USB-Dongle und das USB-Kabel einfach aus, dann nehmt das Smartphone her, nehmt das Tablet her, steckt das Ding kurz ein, stellt alles ein und dann gebt ihr das Zeug wieder zurück und fertig. Ihr müsst also nicht unbedingt selbst so einen USB-Dongle einmal kaufen. So, dann haben wir natürlich abschließend noch die Energie. Diese wird angegeben mit 1,4 bis 1,5 Joule. Ich habe sie für euch natürlich nachgekront mit 0,2 und 0,3 Gramm.
So Leute, Chrono-Schusstest mal ab. Lasst uns auch heute wieder ganz kurz drüber sprechen. Chronotest war bei beiden Modellen wirklich hervorragend. Also beide schön konstante Energieabgabe, keine Schwankung drin. Vollkommen in Ordnung, auch als Volumen langt locker für 0,3 oder 0,32 Gramm BBs einmal aus. Das Hop-Up-System macht das Ganze aber nicht ganz mit. Bedeutet, die Hop-Up-Kammer ist definitiv brauchbar, ist eine Rotary Hop-Up-Kammer, aber Bucking Tensioner sind eher für 0,25 Gramm einmal ausgelegt. Und ja, ich habe 0,28 verwendet in der Halle, war aber wirklich hart an der Grenze. Bedeutet, auch hier muss ich sehr viel Druck einmal einstellen, um die 0,28 Gramm überhaupt auf 50 Meter hinter zu bringen. Ist vielleicht nicht ganz optimal, bedeutet, wollt ihr unbedingt 0,3, 0,32 verwenden, müsst ihr halt wieder Bucking und Tensioner für ein paar Euro einmal wechseln. Aber wie gesagt, die Hop-Up-Kammer könnt ihr drin lassen, Lauf könnt ihr drin lassen, das ist alles out of the box definitiv nutzbar. Schauen wir uns später natürlich einmal bei Lauf- und Hop-Up-System im Detail an. So, dann Allgemeines. Ich drehe euch zunächst mal die G-Version oder die Gustav-Version mit dem ACR Masada-Schaft kurz ein bisschen so ins Licht rein. Und hier zunächst mal der Punkt, beide Modelle, egal ob G oder C, sind unheimlich sexy und modern. Ist meiner Meinung nach das schönste SMG, welches es aktuell auf dem Markt einmal gibt. So, dann habt ihr hier natürlich Upper und Lower Receiver und wie beim Original SMG 45 von LWRC das Ganze natürlich einteilig. Bedeutet, der Upper Receiver ist ein Teil und der Lower Receiver ist ebenfalls ein Teil. Das Originalmodell wäre selbstverständlich einmal aus Aluminium gefertigt. Dieses Modell eben, wie vorhin schon angesprochen, komplett aus Polyamid-Kunststoff. Beim Thema Polyamid-Kunststoff, wie vorhin schon angesprochen, der Kunststoff ist unheimlich gut. Bedeutet auf G- und G-Niveau, schön hart, schön viel Glasfasern einmal drin und wirkt auch von der Haptik einfach unheimlich gut. Wie gesagt, es lässt sich nichts irgendwie hier zusammendrücken. Selbst wenn ihr hier mal herschaut, es ist alles einmal offen, es ist dünnwandig. Und selbst wenn ihr da hergeht und es zusammendrückt, ihr braucht so viel Kraft und dann könnt ihr das ganze Zeug vielleicht um 0,5 einmal reindrücken. Und aus diesem Kunststoff ist eben die gesamte Waffe gefertigt. Ihr könnt jetzt auch nicht hergehen und könnt das Ding irgendwie großartig um ein paar Zentimeter irgendwie verwinden oder sowas. Also hart, solide, robust und von der Haptik einfach großartig. Wirklich, wirklich super. So, und wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Haptik sind, warum ich das Modell ebenfalls feiere, ihr seht jetzt zum Beispiel bei der G-Version habe ich hier vorne nichts dran montiert. Ist also komplett blank. Weder die Cover noch irgendwie eine Pick-Rail und dadurch ist der gesamte Vorderschaft unheimlich schlank. Zusätzlich habt ihr natürlich hier noch den Spannhebel, den ihr entweder links oder rechts montieren könnt, je nachdem, wo ihr braucht. Könnt ihr einfach vorne ranbatschen, könnt ihr wunderschön auf den Spannhebel den Daumen ablegen und dann greift sich das Ding einfach hervorragend. Wie gesagt, die Haptik, der Griff ist einfach mega sauber. Und nicht nur die Haptik allgemein ist sehr, sehr gut, sondern auch die gesamte Bedienbarkeit. Bedeutet, das Modell ist komplett ambidex bzw. beidseitig nutzbar. Entsprechend für Links- und Rechtsschützen einmal ausgelegt. Wie gesagt, den Spannhebel könnt ihr ummontieren. Braucht auf der anderen Seite, steckt dann einfach um, habe ich euch vorhin gezeigt. Natürlich das Ganze mit funktionstüchtigen Verschlussfang. Wie gesagt, einmal zurück, dann vom Schützen aus links, löst man. Zurückziehen vom Schützen aus auf der rechten Seite, löst man und ihr kommt entsprechend wunderbar einmal später an das Hop-Up-System zum Einstellen einmal ran. Ebenfalls Magazinhalter, jetzt die G-Version hat noch den Standard dran, bedeutet der geht letztendlich nur einmal hier unten zum Magazin lösen, den anderen zeige ich euch dann gleich nochmal bei der C-Version. Und auch der gesamte Feuerwahlhebel ist vom Schützen aus links wie auch rechts einmal nutzbar. So, und hier eben nochmal ganz kurz der Unterschied. Jetzt hier die G-Version bedeutet mit dem ACR-Schaft oder mit dem Masada-Schaft eben ganz normal, wie vorhin schon gesehen, ganz normal einmal zum Einklappen. Das Ganze aber bei beiden Versionen nur für den Transport. Bedeutet, der Schaft wird weder bei der G-Version noch bei der C-Version einmal gehalten. Also der wird hier ganz leicht mit so einer Feder, aber letztendlich wirklich fixiert wird das Ganze nicht. Wie gesagt, für den Transport, wenn ihr einen kleinen Waffenkoffer bloß habt, einklappen, in den Koffer rein, braucht einen kleinen Koffer, sehr kompakt einmal zu verstauen und natürlich zum Spielen einfach ausklappen und fertig. So, und wenn es dann ausgeklappt ist, sitzen beide Schäfte hervorragend dran. Bedeutet, ihr habt hier hinten in der Aufnahme oder in dem Drucksystem absolut null Spiel einmal drin. Kleine Besonderheit ebenfalls bei dem Masada-Schaft, wie ihr das wahrscheinlich kennt, hier könnt ihr auch die Wangenauflage in mehreren Positionen einmal in der Höhe einstellen. Das ist eben nur bei der Version einmal vorhanden. Wie vorhin aber auch schon angesprochen, ihr seid schon relativ hoch mit der Linie.
Also warum er da jetzt noch höher sollte, da braucht er dann irgendwie, keine Ahnung, Rotpunktaufnahme 5 Zentimeter hoch oder sowas. So eine Unity oder so. Ja, fragwürdig. So, wie gesagt, einmal einstellbar in der Länge, habt ihr gerade schon gesehen, da hinten einmal reindrücken, also nicht wie bei der Masada seitlich, sondern hier hinten einmal reindrücken und dann könnt ihr das Ganze in 6 Positionen einmal ausschieben. Bei dem Modell zum Akku einlegen müsst ihr auch einmal komplett nach hinten schieben und dann habt ihr letztendlich vom Schützen aus auf der linken Seite hier hinten so einen kleinen Druckknopf. Den drückt ihr rein, drückt hier hinten rein und dann könnt ihr das Ganze drum einmal abschieben oder abstecken. Und dann habt ihr bei dem Modell hier hinten eben Platz für den Akku. Bei der C-Version ist eben, wie vorhin schon gesehen, hier eben dieser Magazinhalter auf beiden Seiten nochmal montiert. Bedeutet, ihr könnt jetzt zum Nachladen, ist das Ganze nochmal benutzerfreundlicher. Nehmen wir mal an, ihr habt ganz normal euer Magazin drin. Ihr könnt jetzt einfach hergehen, könnt das zweite Magazin hernehmen, einmal halten, könnt hier drücken, nächstes rein, zack, reinstopfen, fertig. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Ganze auch einfach droppen lassen. Ihr kommt hier also links wie auch rechts wunderbar hier unten mit dem Abzugsfinger, bzw. mit dem Zeigefinger wunderbar einmal an den Magazinauswurf einmal ran. Und das Ganze erleichtert euch einfach das Magazinwechseln unheimlich. Also wie gesagt, einen Magazinhalter würde ich definitiv diesen hier einmal, diesen optionalen, direkt einmal dran bauen. Der reißt's raus. So, dann seht ihr jetzt hier eben die C-Version. Bedeutet, hier bei der C-Version habe ich jetzt einmal da unten diesen Handstop dran gemacht, der dabei ist, und diese beiden Covers. Dadurch wird der Vorderschaft ein kleines bisschen breiter, selbstverständlich, greift sich aber dennoch sehr, sehr gut. Auch hier natürlich schön den Daumen reinlegen, auf den Spannhebel, zack, hier vorne schön Handstop, könnt ihr schön dagegen pressen und dann liegt das Ding einfach wunderbar, wirklich hervorragend einmal in der Hand drin. Und sie ist eben auch relativ kompakt. Es ist keine recht lange und wenn ihr die Masada-Version oder die G-Version nehmt, könnt ihr auch die Länge unheimlich kompakt einmal einstellen. Also selbst wenn ihr bloß 1,50 Meter seid, passt das Modell für euch perfekt. So, dann ebenfalls hier oben Flip-Ups mit drauf, finde ich auch schön. Sind sehr, sehr flache und sind Nachbauten letztendlich von den Magpul Ambers Pro. Also die Pro-Serie, die sehr, sehr flach einmal ist im Vergleich zu der normalen Amber-Serie. Passt perfekt einmal zur Waffe, könnt ihr ganz normal aufklappen, zack. Sind ebenfalls komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Könnt ihr in der Höhe einstellen, in der Seite einstellen. Wenn ihr sie braucht, auf jeden Fall einmal verwendbar oder nutzbar. Wie gesagt, finde ich immer schön, wenn Flip-Ups dabei sind. Und wenn es dann auch noch Ambers oder Magpul-Klone sind, finde ich es noch ein bisschen besser. So, dann bei der C-Version habt ihr jetzt hier eben diesen Schaft einmal dran, wie man von der UMP zum Beispiel kennt. Bedeutet, ihr habt hier einmal den seitlichen Knopf dran, auch dann könnt ihr das ganze Modell einmal einklappen. Wie gerade schon auch gesagt, aber auch hier wird das Ganze nicht wirklich arretiert. Bedeutet, wenn er da ein bisschen wackelt, dann klappt er wieder auf. Wenn das Ding allerdings arretiert ist, dann hält er bombenfest. Also auch hier habt ihr dann hier hinten in der Arretierung, wie bei dem anderen Schaft, 0 Spiel einmal drin. Natürlich mit viel Kraft, wirklich, wenn er da knödelt wie so Ochs, dann könnt ihr das Ding um 2 mm rüberdrücken. Aber im Vergleich zu anderen Herstellern, von der Passgenauigkeit, von der Toleranz, hervorragend, wirklich gut. So, jetzt möchte ich zunächst einmal auf 2 Punkte einmal eingehen, die ich euch dann parallel dazu einmal in der Nahaufnahme direkt gleich mit reinschneiden werde. So, die Bedienbarkeit, wie vorhin schon gesagt oder wie gerade schon gesagt, ja, beidseitig nutzbar. So, und jetzt fragt mich bitte nicht, fragt mich echt nicht. Ihr seht, der Feuerwahlhebel ist letztendlich an der gleichen Position wie bei einer AR-15. Auch der Pistolengriff, der übrigens hervorragend ist, denn der ist gummiert, schauen wir uns später an, ist genauso wie bei einer AR-15. Aber das Umschalten auf Semi im 90 Grad empfand ich out of the box oder ist mir zu lang. Und ich kann es mir nicht erklären, warum. Bedeutet bei einer AR-15 hergehen, zack, Semi. Und hier muss man gefühlt, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es am Feuerwahlhebel durch die Länge irgendwie, aber ich muss gefühlt einfach ein bisschen mehr Weg zurücklegen, um auf Semi umzuschalten. Und auf Full Auto ist es dann eher Katastrophe, denn da komme ich mit meinem Knubbeldaumen da gar nicht hin. Ich gehe davon aus, dass es vermutlich auch aufgrund des Pistolengriffs ist, weil der hat hier hinten eben nochmal diese Erweiterung dran und dadurch kommt man mit der Hand ein bisschen weiter hinter. Da ist wahrscheinlich mein Daumen zu kurz dafür. So, worauf ich aber hinaus möchte. Ihr habt es vielleicht gerade schon gemerkt, ihr habt ein wunderschönes Klicken im Fire Selector bzw. im Feuerwahlhebel einmal drin. Was euch jetzt aber bereits vielleicht gerade aufgefallen ist,
ich habe einen Klick mehr wie standardmäßig. Seht ihr das? Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Bedeutet, ich habe meinen Feuerwahlhebel bei beiden Modellen bereits auf 45 Grad einmal umgebaut. Bedeutet standardmäßig hier einmal die Sicherung, dann hätte da oben einmal ganz normal Semi und Österreicher Schweizer einmal komplett rum, hätte da einmal Full Auto. Und das Ganze läuft von beiden Seiten hervorragend. Ihr habt ja auch im Feuerwahlhebel kein Spiel drin. Aber wie gesagt, der Weg war mir zu lang. So, und dementsprechend jetzt kurzerhand den Feuerwahlhebel auf 45 Grad einmal umgebaut. Denn es ist natürlich durch das Tiden kein Problem. Bedeutet bei meinen Modellen ist jetzt hier einmal die Sicherung, 45 Grad runter ist einmal Semi und hier wäre rein theoretisch Full Auto, was bei uns in Deutschland eh nicht funktioniert. Aber ich kann jetzt quasi im 45 Grad Winkel ganz schnell zwischen Safe und Semi einmal umschalten. Das ist die einzige Bewegung, die ich jetzt noch einmal ausführe. Und wie ihr das Ganze bewerkstelligen könnt, auch wenn ihr eine AR15 zum Beispiel habt, mit einem Tiden drin, das möchte ich euch ebenfalls kurz in der Nahaufnahme zeigen. Also Leute, schauen wir uns das Thema 45 Grad Fire Selector oder 45 Grad Feuerwahlhebel einmal im Detail an. Denn letztendlich könnt ihr das Ganze bei allen Systemen mit einem Tiden machen. Auch bei Standard AR15 mit einem Aluminium Receiver ist das absolut kein Problem. Dementsprechend dachte ich mir, ist es vielleicht mal für den einen oder anderen recht interessant. Wie gerade angesprochen, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt. Ich gehe davon aus, weil der Feuerwahlhebel im Vergleich zu einer AR15 minimalst länger ist, tue ich mich hier beim Umschalten nicht schwer, aber der Weg, um auf halbautomatisch oder auf Semi umzuschalten, empfinde ich speziell bei diesem Modell, das Ganze einfach als länger wie bei einer Standard AR15. Wie gesagt, es könnte daran liegen, dass vielleicht der Fire Selector oder der Feuerwahlhebel minimal ein bisschen länger ist und man dadurch gefühlt einfach mehr Weg zurücklegen muss, obwohl es natürlich auch standardmäßig wie üblich ganz normal 90 Grad einmal sind. Da wir hier aber eben ein Escape Titan drin haben und wir hier einen 45 Grad Selektor einmal faken bzw. konfigurieren können, bietet es sich das Ganze einmal an. So, was ihr als allererstes mal machen müsst, wenn ihr die Knifte ganz neu habt, schaltet ein paar Mal um, das ist wichtig. Habt ihr die Knifte schon ein-, zweimal gespielt, ist es relativ wurscht, denn ihr braucht jetzt dann gleich einmal einen Ansatzpunkt, sage ich mal. Bedeutet, wir schalten jetzt hier einmal ganz normal ein paar Mal um und dann nehmen dann 1,3 mm Inbus und löst einmal den Feuerwahlhebel hier auf der Seite. Bedeutet einfach den kleinen Gewindestift hier ein kleines bisschen einmal anlösen und dann könnt ihr den Feuerwahlhebel einmal abnehmen. Müsst aber natürlich aufpassen, genau, weil hier ist nämlich die kleine Feder und einmal dieser Pin drin, der letztendlich für das Klicksystem einmal zuständig ist. Quasi hier der kleine Pin und dieser kleine Pin, den drückt euch letztendlich immer in diese kleinen Senkungen rein. Ist letztendlich nur angebohrt einmal und jedes Mal macht es dann an der Position einmal Klick und der Feuerwahlhebel rastet ein. So, was machen wir jetzt als allererstes mal? Durch das Umschalten hin und her bewegen, könnt ihr es vielleicht sogar im Video ein bisschen erkennen. Wir bekommen hier so einen richtig schönen Radius einmal her. Beziehungsweise wir sehen genau einmal den Weg, welchen diese Kugel oder dieser Pin einmal zurücklegt. So, und jetzt machen wir nichts anderes wie entweder einen kleinen Bit oder ihr nehmt einen Körner her und jetzt körnen wir uns bei 45 Grad genau auf dieser Linie, körnen wir uns das Ganze einmal an. Wie gesagt, im besten Fall nehmt einen Körner, wenn ihr einen habt. Ihr könnt aber letztendlich auch einen ganz, ganz dünnen Bit einmal nehmen. Das ist 1 Millimeter und den setze ich jetzt einfach hier einmal an. Bedeutet, ich möchte, dass mein Feuerwahlhebel auf Einzelschuss quasi einmal hier steht. Dementsprechend setze ich das Ganze eben genau mittig zwischen diesen beiden Löchern. Setze ich mir diesen Bit jetzt einmal an, genau auf dieser Linie eben. Quasi einmal so. Wie gesagt, wenn ihr einen Körner habt, wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Und dann klopfe ich hier ganz leicht eine Markierung rein. So, bedeutet, wir haben jetzt hier, circa mittig war das jetzt nicht, aber das ist relativ wurscht, haben wir jetzt hier so ein kleines Löchchen einmal reingemacht. Und jetzt brauchen wir letztendlich nur einen Akkuschrauber, einen Dremel oder halt einen Dremel mit einem 2 mm Bohrer und dann senken wir das gerade markierte Loch, senken wir jetzt einfach ein kleines bisschen an. Aber aufpassen, nicht natürlich komplett einmal durchbohren. Also 2er Bohrer, Loch ansenken.
So, das Ganze sollte bei euch jetzt einmal so aussehen. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr noch mit dem feinen Schleifpapier oder mit dem Skalpell einmal den Grat ein bisschen außenrum ein kleines bisschen entfernen. Das nutzt sich aber letztendlich vom Feuerwahlhebel dann so oder so einmal ab. Also hier, wie gesagt, einfach 2 mm Bohrer nehmen und dann vielleicht für 1 mm, 1,2 mm einfach ein ganz kleines bisschen mit der Spitze einmal ansenken, nicht komplett durchbohren. So, und wenn wir jetzt letztendlich hergehen und unseren Feuerwahlhebel wieder einmal installieren und festschrauben, haben wir genau an dieser Position jetzt letztendlich eine Arretierung. Warte mal, ich zeige es euch ganz kurz. Bedeutet, wir schrauben das Ding mal einmal fest. So, dann haben wir jetzt hier eben ganz normal unsere Sicherung. Und dann hätten wir jetzt hier logischerweise einmal Semi und hier hätten wir jetzt Full Auto. Bedeutet, ihr habt diesen gesamten Weg letztendlich komplett einmal reduziert und müsst dementsprechend beim Umschalten nicht so viel Weg zurücklegen. Bedeutet von Safe auf Semi 45 Grad, Klick, 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 fertig. Und dann funktioniert das Ganze deutlich besser. Damit das Ganze jetzt aber natürlich auch mit der Elektronik bzw. mit dem Titan einmal funktioniert, müssen wir das Titan ebenfalls einmal neu konfigurieren bzw. die Selector Plate neu konfigurieren. Wir gehen also einmal her und verbinden jetzt unsere Knifte mit unserem Titan und mit der Software. Bedeutet, ihr braucht auf jeden Fall einmal den USB-Dongle oder den Blue-Link, damit ihr es über Bluetooth machen könnt. Je nachdem, was ihr habt. Dann nehmt ihr eben einmal euer Smartphone her oder in meinem Fall jetzt einmal ein Tablet, je nachdem, was ihr halt verwenden wollt und geht einmal in die Software rein, connectet einmal zu eurem Titan und geht dann hier einmal in den Selektor rein. Bedeutet, wir müssen jetzt dem Titan beibringen, und ja, übrigens, ich weiß, es spiegelt immer noch wie Sau, hallo, guten Tag. Bedeutet, wir müssen jetzt dem Titan beibringen, wo ist denn jetzt einmal unsere neue Feuerwahlposition. So, das Ganze macht ihr eben in der Selektor-Einstellung, dann geht ihr hier oben im Eck auf die drei Punkte drauf und geht dann auf Recalibrate. So, und jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt macht ihr das nicht so, wie die Software das möchte, denn eure Position ist natürlich jetzt anders. Bedeutet, wir gehen jetzt her und das Titan und die Software sagt jetzt, wir sollen den Feuerwahlhebel auf 60 Grad stellen. 60 Grad wäre ja schon eigentlich unsere Arretierung, wo wir Semi haben möchten. Bedeutet, wir gehen letztendlich nur einmal aus der Sicherung, minimalst einmal raus, so circa 10 Grad und gehen dann einmal auf Next. So, hier sagt er jetzt für Full Auto 120 Grad. Das wollen wir auch nicht. Bedeutet, wir gehen jetzt erstmal auf unsere 45 Grad, auf unseren Klickpunkt, den wir uns gerade geschaffen haben und gehen über den Klickpunkt minimalst einmal drüber und drücken dann auch wieder auf Next. So, und jetzt ist es Titan quasi auf diesen 45 Grad Feuerwahlhebel oder Selektor einmal eingestellt. Bedeutet, wir schalten hier einmal um. Ach, das war sogar ein bisschen knapp. Wartet mal, das müssen wir nochmal neu machen. Bietet sich vielleicht an, damit ihr das auch sehen könnt. Seht ihr, das springt jetzt zwischen Safe und Semi hin und her. Bedeutet, die erste Position war noch nicht ausreichend. Wie gesagt, bietet sich an, dass jetzt eben das nicht funktioniert. Bedeutet, wir machen es einfach nochmal neu. Bedeutet, wir müssen jetzt in der ersten Position den Feuerwahlhebel etwas weiter bewegen. Also minimals weiter, vielleicht 15 Grad, Next. Dann fahren wir über den Punkt wieder drüber, Next. So, dann probieren wir nochmal. Jetzt funktioniert's. Bedeutet, wir sind hier ganz normal in der Sicherung einmal drin. Die Knifte ist safe. Wir schalten auf 45 Grad um, sind einmal auf Semi, schalten 90 Grad um und sind hinten auf Auto. Und somit habt ihr jetzt einmal dem Titan beigebracht, mit diesem 45 Grad Fire Selector einmal klarzukommen. Und wie gesagt, das funktioniert letztendlich bei allen Kniften, die einen Titan drin haben und wo ihr eben das Ganze eben einmal ausgleichen oder anpassen könnt. Also auch wenn ihr eine AR-15 habt mit einem Aluminium-Receiver, funktioniert es letztendlich genauso. Ihr müsst nur aufpassen, bei manchen Kniften, die den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten haben, also quasi beidseitig nutzbar sind, kann es sein, dass ihr diese Senkung auf beiden Seiten auch einmal anbringen müsst. Das hängt immer daran ab, ob der Hersteller so eine Kugel oder so eine Feder mit so einem Pin auf beiden Seiten verbaut oder eben nur auf einer Seite. Bei diesem Modell ist eben dieser Pin oder diese Kugel eben nur auf der Seite drin, vom Schützen aus einmal links, und auf der anderen Seite läuft er einfach frei mit. Bedeutet, hier ist keine Kugel drin und dementsprechend brauchen wir hier auf dieser Seite keine Senkung. Wie gesagt, habt ihr das auf beiden Seiten drin, müsst ihr gucken, dass ihr das so gerade wie möglich, also parallel wie möglich einmal ansenkt, damit eben beide Kugeln gleichmäßig einmal einhaken und arretieren. So, und jetzt haben wir eben das Ganze deutlich reduziert und ist gerade bei dem Modell sehr, sehr angenehm und schnell einmal zum Umschalten.
Also hier das Ganze umgemodelt auf 45 Grad und läuft, wie gesagt, läuft auch noch auf beiden Seiten wirklich tadellos. Kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, eben den Weg auf 45 Grad einmal zu modifizieren. Es geht einfach schneller und ist noch mal ein bisschen von der Hand, vom Handling her noch ein bisschen angenehmer. Gerade eben noch mal anzusprechen, beidseitiger Feuerwahlhebel. Auch hier hat Double Eagle dran gedacht und hat den Feuerwahlhebel vom Schützen aus auf der rechten Seite ein kleines bisschen kürzer gemacht. Auch hier ist das Ganze aber ein bisschen länger wie bei einer AR-15. Bedeutet, auch wenn ihr das Ding auf 90 Grad Standard lassen würdet und ihr schaltet um, sobald ihr auf Semi seid, finde ich den Feuerwahlhebel auf der Seite dennoch ein kleines bisschen zu lang. Bedeutet, er stört oben einfach am Abzugsfinger ein bisschen. Auch das ist bei 45 Grad kein Problem mehr. Wie gesagt, Modifikation 45 Grad, überlegt es euch, würde ich definitiv einmal empfehlen. So, und was ich euch ebenfalls empfehlen würde, und das ist aber nur bei der Caesar-Version, beziehungsweise bei der Version mit dem UMP-Schaft einmal der Fall. Ihr habt hier standardmäßig hinten wieder diesen Druckknopf und in diesem Druckknopf habt ihr eine sehr, sehr fette Feder einmal drin. So, und wenn ihr das standardmäßig zuklappt, dann scheppert da innen drin die Feder rum, dass alles zu spät ist. Auch der Aufschlag vom Klang von der Gearbox oder vom Pisten überträgt sich hier hinten rein in diese Feder. Und da habt ihr immer so ein ganz kleines bisschen Federkleppern oder Federklingeln einmal drauf. Auch das möchte ich euch ganz kurz in der Nahaufnahme zeigen, wie ihr bei der C-Version dieses Federklingeln einmal beseitigen könnt. Dann ganz kurz der Fix, falls es jemanden stören sollte. Federklingeln von dem hinteren Druckknopf, kennt ihr auch G36, UMP. Da hat man einfach häufig das Problem, dass diese Federn, vielleicht könnt ihr es hören, wartet mal, dass diese Federn von diesen Druckknöpfen da hinten, die schwingen immer gerne einmal nach und es hört sich immer ein bisschen bescheiden an und überträgt sich auch ein bisschen vom Schuss. Bedeutet, die Vibration von der Gearbox überträgt sich ein kleines bisschen hier hinten drauf einmal auf die Feder. Ich habe euch das zwar schon mal gezeigt, ich glaube bei einem G36, da ihr vielleicht das Video nicht gesehen habt, zeige ich es euch ebenfalls noch mal ganz kurz bei dieser UTR bzw. SMG 45. So, zunächst mal, ihr müsst den Knopf hinten einmal rausnehmen. So, und wenn ihr das aufklappt, gut, das ist jetzt ein bisschen unscharf, aber ihr seht auf jeden Fall hier innen drin, seht ihr, dass das Ding einmal so eine Arretierungsfläche hat. Bedeutet, wenn ihr hier einmal reindrückt und diese Fläche hier mit einem Schraubendreher einmal reindrückt, so, dann könnt ihr diesen gesamten Knopf einmal nach oben entfernen. So, einmal so. Seht ihr jetzt hier, so, war gerade ein bisschen unscharf, sorry. Seht ihr, hier ist letztendlich diese Arretierung dafür, für diesen Knopf. Die drückt ein kleines bisschen rein, dann könnt ihr nach oben rausziehen. So, und hier haben wir jetzt eben diese große fette Feder einmal drin, die für dieses Schwingen oder dieses Klingeln einmal dafür zuständig ist. Und um dieses jetzt zu beheben, nehmen wir letztendlich auch wieder einfach ein kleines bisschen Schaumstoff oder irgendwas. Ihr könnt auch ein bisschen Küchenkrepp nehmen oder was ihr halt rumliegen habt. Stopfen uns die Feder hier einmal rein und in die Feder stopfen wir uns einfach ordentlich einmal Schaumstoff. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Schaum. So, was halt rumliegt, wie gesagt, was ihr daheim habt, einfach ein bisschen Schaumstoff rein. Ihr könnt, wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch noch ein bisschen einschmieren, einfetten. Ist meistens nicht wirklich nötig. Dementsprechend Schaumstoff rein, Feder rein und dann letztendlich diesen Knopf einfach wieder einmal installieren. So, und jetzt klingelt da nämlich gar nichts mehr. So, wie gesagt, kleiner Tipp, einfach Federklingeln einmal beheben bei diesen Schäften, auch G36 oder UMP, je nachdem, was für ein Modell ihr einmal habt. Somit wäre auch einmal das Federklingeln bei der C-Version behoben. Wie gesagt, wenn es euch nicht stört, müsst ihr es nicht machen. Ihr wisst, ich bin da immer ein kleines bisschen empfindlich. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das unheimlich geile Federschnellwechselsystem. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, bedeutet egal welche Version ihr jetzt habt, die G- oder die C-Version, klappt ihr das Ding auf und kommt direkt hier hinten einmal über die Inbusschraube an das Federschnellwechselsystem ran. Bedeutet, ihr nehmt einen 3 mm Inbus und löst hier hinten letztendlich nur dieses Abdeckblech. Und jetzt werdet ihr euch denken, muss denn dieses Abdeckblech sein? Ja, denn dieses wiederum zentriert einmal euren Spring Guide innen drin. Bedeutet, wir schrauben einfach einmal diese Schraube hier hinten einmal raus und dann seht ihr, hier kommt dieses
ja, dieses Zentrierblech oder dieses Blech einfach mit raus oder dieses Aluteil da. Und das, wenn der eben reinschraubt, hält den Spring Guide gerade. So, jetzt habt ihr das gelöst und ihr seht jetzt aber im hinteren Bereich direkt gleich mal den Spring Guide. Bedeutet, ihr könnt jetzt einen großen Schlitzschraubendreher nehmen, reindrücken, Spring Guide einmal raus, Feder raus, oder wenn ihr keinen großen Schlitz habt, nehmt ihr einfach die Schraube hierher, schraubt die hinten wieder rein und dann könnt ihr auch den Spring Guide direkt über den Inbus letztendlich einmal lösen. Und dementsprechend ist es in ein paar Minuten unheimlich benutzerfreundlich möglich, das Modell auf das entsprechende Spielfeld einmal einzustellen. Nur 0,5 Joule Drosselung ist out of the box nicht möglich. Also nicht denken, ihr stopft euch da jetzt irgendwie eine M60 05er Feder rein. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, da macht ihr euch das ganze System kaputt. Lasst es bleiben. Eine 05er sollte nicht immer über die Feder gedrosselt sein, sondern über einen Short Stroke oder eben über eine Volumenreduzierung oder was auch immer. Aber niemals nur über die Federn. Das ist Murks. Also, Federschnellwechselsystem werde ich als Pluspunkt heute ebenfalls aufnehmen, denn wie gesagt, benutzerfreundlich, unheimlich geil und die Energie dementsprechend einstellbar. 1,2 Joule, 1,6 Joule, je nachdem, was ihr wollt, sehr flexibel dieses Modell, wenn es um die Energie geht. Dann lasst uns jetzt einmal vergleichen bei den beiden Modellen, wie es aussieht mit dem Akku und vor allem auch dem Platz. So, bei der G-Version habt ihr es gerade schon gesehen, ganz einfach, schafft einmal abziehen, diesen kleinen Pöbel hier rein oder diesen kleinen Pinüppel reindrücken, einfach einmal abziehen und ihr habt jetzt letztendlich hier im inneren Bereich einmal komplett Platz für euren Akku. So, und wie ganz am Anfang bei dem Vergleich schon einmal angesprochen, der Schaft ist für die Akkus etwas komfortabler, beziehungsweise bekommt größere Akkus rein. Was komplett ohne Probleme und ganz easy einmal reinpasst, sind zum Beispiel 1500 mAh, 11,1 Volt, einfach so ein Stick, so ein großer, bekommt er ganz easy einfach hier unten einmal reingeschoben. Nur die Kabel vom Titan sind ein bisschen störrisch. Ganz easy einfach reinschieben, dann einmal einstecken und dann die Kabel einfach hinterher popeln. Ihr müsst letztendlich nur aufpassen, wartet mal, ich warte bis jetzt piept's. Ihr müsst letztendlich dann nur aufpassen, wenn ihr die Kabel hinterher stopft, dass ihr im oberen Bereich nicht mit dieser Führung hier hängen bleibt an den Kabeln, beziehungsweise mit dieser oberen Abdeckung. Aber normalerweise, wenn ihr die einigermaßen anständig reinpönöbelt, dann passt es da wunderbar rein. Wie gesagt, 1500 mAh, 11,1 Volt bei der G-Version. Wenn ihr gerne Kabel irgendwo hinterher stopft und Perfektionist seid und gern Tetris spielt, bekommt ihr sogar 2150 mAh, bekommt ihr ebenfalls hier rein. Bedeutet 2 Zellen nebeneinander im unteren Bereich und die dritte Zelle leicht schräg im Winkel oben drüber. Dann müsst ihr aber die gesamten Kabel über diese schräg eingelegte Zelle ein bisschen reindrücken. Ansonsten bekommt ihr den Schaft nicht komplett vorgeschoben. Aber wie gesagt, mit ein bisschen Tricksen und ein bisschen Kabel stopfen, ebenfalls 2150 mAh, 11,1 Volt, in der G-Version einmal möglich. So, hier bekommen wir natürlich bei der C-Variante aufgrund des Schaftes nicht so große Akkus rein. Auch das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Bedeutet, wir nehmen einmal die C-Version her. Die G stellen wir uns einfach mal da drüben ganz kurz her. So, einmal her mit dem Ding. Und hier ist es vom Einlegen ist es ebenfalls sehr, sehr geil gelöst. Bedeutet, ihr habt einfach hier hinten so einen kleinen Schieber, den drückt ihr runter und dann könnt ihr die gesamte Schaftkappe einmal aufklappen. So, und jetzt habt ihr hier aber natürlich nur den Platz hier hinten drin hochkant, also nicht in der Länge drin. Und dementsprechend hier ein kleines bisschen limitiert. Bedeutet, hier der größte Akku, den ich da habe, ist ein 1200 mAh, 11,1 Volt. Der passt eben hier hochkant wunderbar einmal rein. Aber hier muss man sich ganz klar überlegen, ob man das eben haben möchte. Denn für mich zum Beispiel wäre es hier dann schon wieder interessanter, mit einem Brushless-Motor zu arbeiten, der einfach deutlich effizienter ist. Dadurch entstehen aber natürlich deutlich höhere Kosten. So, einfach rein damit, Klappe zu, Affe tot. Nein, Akku drin, aber wie gesagt nur 1200 mAh. Und da wir hier einen Verbrauch von dem System von ca. 0,5 mAh pro Zyklus haben, braucht er halt für einen Spieltag wahrscheinlich 3 davon, von diesen Akkus. Wie gesagt, müsst ihr wissen, wer unbedingt ein geiles System draus bauen möchte. Wie gesagt, ein Brushless-Motor wäre einfach bei so wenig Akkukapazität einmal angebracht.
sind aber halt 100 Euro. Wie gesagt, müsst ihr wissen, ihr könnt auch 3 von solchen Akkus kaufen und gut ist, müsst ihr halt 3-mal Akku wechseln. So, also jetzt der nächste Punkt ist das Ansprechverhalten und das Klangbild. Hier beginnen wir zunächst einmal bei der G-Version, glaube ich. So, jetzt dürfen wir nicht durcheinander kommen. So, zunächst mal, die Gears sind seitens Bad Agency perfekt eingeschimmt, also wirklich perfekt eingeschimmt und auch die Motoreinstellung passt bei beiden Modellen. Die Gears selbst hört ihr aber ein bisschen. Bedeutet, wir könnt das nicht vergleichen mit einem 13.1er Gearset irgendwie mit einem High-Torque-Motor. Das ist hier nicht der Fall und das bekommt ihr auch nicht so gut hin vom Klangbild. Bedeutet, ja, ihr hört die Gears leider immer ein kleines bisschen kreischen. Finde ich jetzt aber persönlich gar nicht so schlimm. So, was ich ebenfalls jetzt euch einmal zeigen möchte, das Standardsystem, so wie es Standard konfiguriert ist, hat eine Zyklenzeit von 80 Millisekunden. Natürlich, Leute, das Ding ist günstig. Wir haben hier einen stinknormalen Motor drin, wie bei Ares oder sowas. Also nicht erwarten, dass ihr hier einen Zyklus auf einmal von 50 Millisekunden habt. Das funktioniert natürlich nicht, gerade in Bezug auf den Preis. Wie gesagt, Standardzyklus 80 Millisekunden. Man kann aber aufgrund des Titans den Zyklus natürlich auch faken. Bedeutet, man kann auch hergehen und schafft einfach mit ein bisschen Precocking. Bedeutet, die G-Variante ist Standard Precocking komplett aus und die C-Version habe ich auf 20 Millisekunden Precocking gestellt. Bedeutet, der Piston wird bereits um 50% einmal vorgespannt. Beachten, das Ganze belastet natürlich die Internals deutlich stärker. Auch die Feder wird nach einer gewissen Zeit an Energie verlieren, da sie eben komplett immer vorgespannt ist. Kauft euch irgendwann für 10 Euro eine neue Feder, dann hat sich das Ganze erledigt. Aber hier einfach mal zum Vergleich, 2 Konfigurationen, Standard out of the box. Und hier ist Titan in der C-Variante einmal konfiguriert mit 20 Millisekunden Precocking. Schauen wir uns das Ganze einmal an. So, ein paar Mumpeln habe ich drin und ich schieße natürlich wieder auf den Karton und nehme das Klangbild direkt vorne über das Richtmikrofon auf. Also, G-Version Standard. Wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Vom Klang, die Gears hören wir ein kleines bisschen. Aber selbst diese 80 Millisekunden sind doch in Ordnung. Wie gesagt, es fühlt sich auch, daher wir so einen kurzen Abzug über das Titan haben, fühlt sich das System auch deutlich schneller an. Gerade wenn man mal diese 80 Millisekunden vergleicht mit einer Standard Ares, da liegen einfach Welten dazwischen oder man empfindet einfach das System als deutlich schneller. Und wie gesagt, ist euch jetzt die Feder wurscht und wollt ihr euch irgendwann einfach mal eine neue Feder kaufen, wenn sie verschlissen ist, dann könnt ihr das Ganze auch einfach mit 20 Millisekunden Precocking fahren, wie jetzt hier einmal in der C-Version. So, hier brauchen wir aber zunächst mal wieder 3 Schuss, bis der Zyklus sich einmal eingepegelt hat. So, jetzt ist der Zyklus einmal eingepegelt, bedeutet jetzt haben wir 20 Millisekunden Precocking. Leute, was wollt ihr mehr? Wie gesagt, selbst mit dem 1200er, mit ein bisschen Precocking von 20 Millisekunden im Titan drin, rockt das System ohne Ende. Und das bei einer Knifte für 288 Euro. Ja, was wollen wir denn mehr? Natürlich, 13.1er Gearset rein, Warhead-Motor. Könnte man auch machen, natürlich, wir sind flexibel. Aber wer einfach nur seinen Spaß haben möchte für 288 Euro, dann kauft sich das Ding, der packt sich da 0,25 Gramm BBs rein, stellt von mir aus 10 Millisekunden Precocking einmal ein, macht sich einen Akku hinten rein, hat einfach Spaß. Es läuft gut und sind wir ehrlich, für eine China-Knifte sind die Gears auch in Ordnung. Also wir hatten schon deutlich schlechtere Klangbilder in der letzten Zeit bei Kniften, die sogar deutlich mehr kosten. Also wie gesagt, Klang ist hervorragend, Zyklus, bisschen Precocking, bekommt er einfach den Schuss noch ein bisschen schneller hin, auch wenn es weiterhin natürlich 80 Millisekunden sind. Aber es ist doch machbar. Wie gesagt, ich feiere es ein bisschen, die Systeme laufen brachial und auch natürlich der 45 Grad Feuerwahlhebel ist einfach geil. Ich habe schon wieder Spaß. Gut Leute, das soll es gewesen sein mit dem Thema Klangbild und Ansprechverhalten.
Dann lasst uns ebenfalls noch kurz über das Thema Magazin sprechen. Kompatibilität wird heute leider nichts, denn ich habe keine anderen passenden Magazine da oder allgemein keine anderen 45er Magazine. So, wie gesagt, im Angebot aktuell sind 2 Magazine dabei und diese sind qualitativ wirklich gut. Ihr habt hier komplette, gut, ganz normale UMP-Magazine aus Polyamid-Kunststoff. Ihr seht auch seitlich so ein Fenster drin mit so ein paar Fake-Patronen oder so Attrappen einfach innen drin. Sieht von der Aufmachung her einfach gut aus und auch die Qualität ist wirklich klasse. Die Haptik ist super, leicht aufgeraut, schöner Griff einmal und unheimlich hart aufgrund des Polyamid-Kunststoffes. Bedeutet absolut null Flex. Null, gar keins. Ihr könnt die Dinger nicht um 0,2 oder so verbiegen. Keine Chance. Habt ihr irgendwo einen Nagel rausstehen auf dem Feld, in der Palette, dann geht er her und haut einen Nagel von mir aus damit rein. Also wie gesagt, absolut oder unheimlich harter Kunststoff hier beim Magazin. Sind 120 Schuss Mid-Cap-Magazine und lassen sich ganz problemlos mit dem Speedloader einmal befüllen. Vom Feeding konnte ich jetzt bis 0,32 Gramm BBs testen und diese haben ebenfalls funktioniert, auch wenn das Hop-Up das Ganze nicht mitmacht. Aber wie gesagt, gefeedet haben sie einmal problemlos. Preis-Leistungs-Verhältnis braucht er nochmal ein paar, gibt es aktuell zwischen 14 und 15 Euro. Und auch das muss man sagen, ist unheimlich fair. So, Kompatibilität, wie gesagt, kann ich euch nicht genau sagen. Ich gehe aber ganz stark davon aus, wenn man sich den Kugelauslass anschaut und die hintere Arretierung, dass auch die Standard-UMP-Magazine von UFC oder S&T sollten hier auch problemlos einmal reinpassen. Wie gesagt, ich habe keine, sonst hätte ich es für euch getestet, sollten aber passen. Was vermutlich nicht passt, was mich ganz persönlich interessieren würde, wären G&G PCC 45 Magazine. Da bin ich mir aber gerade nicht mehr sicher, ob nicht der Kugelauslass da mittig ist bei denen. Müsste ich nochmal selber ins Video reinschauen, aber ich glaube, die passen nicht. Würden aber auch sehr, sehr sexy einmal in dem Gerät aussehen. So, die Magazine sitzen unheimlich sicher einmal im Magazinschacht drin. Und wir haben hier eben das Schöne, dass wir nicht so eine gefakte oder so einen gefakten Lower Receiver einmal haben, dass quasi wie andere Hersteller irgendwie Magazinschacht 556 für AR-15 Magazine und dann stopft man da so 45er Magazin rein. Nein, das sieht meistens dämlich aus, sondern hier hat man halt wirklich einen kompakten Magazinschacht speziell für diese 45er Magazine. Sieht vom Design einfach deutlich besser aus. Wie gesagt, die Magazine sitzen wirklich hervorragend einmal drin, halten fest drin und lassen sich auch problemlos einmal lösen. Aufgrund der Länge haben wir aber minimal ein bisschen Spiel drin und das merkt man auch ein bisschen, wenn man die Waffe ganz leicht ein bisschen wackelt, merkt man auch, wie das Magazin hier unten ein kleines bisschen mitschwingt. Natürlich aufgrund der Gesamtlänge, das lässt sich nicht anders lösen. Wir könnten jetzt natürlich hergehen und könnten hier eine Lage ISO-Band oder irgendwas drauf machen, dann sitzt vermutlich das Magazin deutlich fester drin und wackelt nicht mehr rum. Dann muss man aber jedes Mal hergehen und muss das Ding da rausziehen. Also es ist auch nicht wirklich sinnig. Dementsprechend, ob das Magazin jetzt da unten insgesamt auf die Gesamtlänge ein bisschen Spiel hat, denke ich mal, kann man getrost einmal ignorieren. Denn wie gesagt, Preis-Leistung stimmt, Feeding stimmt, Qualität stimmt. Was wollen wir denn mehr? Machen wir weiter mit der Verarbeitungsqualität, der Passgenauigkeit und den verwendeten Materialien. So, wir fangen wieder vorne an. Habe ich euch vorhin schon mal gesagt, ihr habt hier den Outer, der ist letztendlich einmal komplett aus Aluminium gefertigt, einteilig, geht einmal komplett bis hinten rein in die Aufnahme und vorne drauf Gewindeschutzkappe und darunter verbirgt sich ein stinknormales 14 mm Linksgewinde. Also hier die Montage von Schalldämpferattrappen oder Tracern absolut kein Problem. So, ein Punkt müsst ihr beachten, das werde ich später nochmal ganz am Abschluss ganz kurz ansprechen. So, das seht ihr jetzt hier sehr schön, denn ich habe es jetzt extra mal so gelassen für euch. Vielleicht könnt ihr es erkennen, oder warte mal, ich drehe euch mal die Knifte noch ein bisschen so her. Der Inner wird im Outer, im vorderen Bereich mit einem O-Ring gehalten. Den könnt ihr hier einmal sehen. Würde ich definitiv einmal, falls ihr euch die Waffe kauft, einmal prüfen, bevor ihr den ersten Schuss abgebt, ob dieser O-Ring einmal sauber drin sitzt oder eben wie bei mir jetzt hier einmal rauskommt. Bei der G-Version war er sauber drin, bei der L-Version war er eben nicht komplett sauber drin. Bedeutet aber auch, wenn ihr mal eine Wartung macht und das Ding auseinanderzieht, sobald sich die Hop-Up-Kammer nach hinten bewegt über die Feder, müsst ihr immer später, wenn ihr das wieder zusammengebaut habt, immer diesen O-Ring hier vorne einmal wieder reinpressen, damit er genau außenrum sauber
einmal um den Inner quasi sitzt. Der Inner wird quasi vorne über diesen O-Ring richtig schön einmal zentriert und gehalten. Also hier immer kontrollieren, nochmal, wie gesagt, auch bei einer Wartung, dass der O-Ring da vorne einfach schön einmal reingestopft ist. Ihr könnt dann letztendlich auch ein Bit einfach hernehmen, einen dünnen oder einen Schlitzschraubendreher und dann einfach außenrum den O-Ring hier schön einmal reinstopfen, damit der einfach hier vorne einmal sauber drin sitzt. So, jetzt ist der sauber drin und dann können wir die Gewindeschutzkappe einmal wieder draufschrauben. So, was ihr vielleicht auch seht, der gesamte Outer wird hier vorne direkt über so eine Messinghülse und eine Abdeckung einmal zentriert und gehalten. Bedeutet, ihr habt hier vorne, auch wenn ihr etwas schwerere Schalldämpferattrappen oder schwere Tracer verwendet, habt ihr hier vorne null Spiel drin. Also der sitzt komplett bombenfest in dem System einmal drin. Wie gesagt, kein Problem jetzt hier irgendwie, dass irgendwie Spiel im Rohr oder sowas drin ist, nix. Wird komplett fest arretiert hier im vorderen Bereich. Dann haben wir natürlich wie beim Original-Vorbild auch den gesamten Upper Receiver mit dem Montagesystem oder wo letztendlich das ganze System drin sitzt, einmal komplett einteilig und hier wie vorhin schon angesprochen aus einem ultra guten und soliden Polyamid-Kunststoff. Könnt ihr vielleicht auch im Video ein bisschen erkennen, je nachdem wie das Licht drauf scheint. Da sieht man auch ein bisschen so den Faseranteil von den Glasfasern. Also hier ein unheimlich guter und robuster Kunststoff einmal gewählt. Wie ich vorhin schon mal gesagt, ob ihr da eine G und G habt oder das Modell, es macht keinen Unterschied. Sehr, sehr hochwertig, unheimlich schön aus der Spritzgussform rausgekommen und mega solide. Auch wenn ihr da drückt und presst oder so, ihr könnt den Kunststoff null irgendwie reindrücken oder verwinden oder verbiegen oder sowas. Nix, das ist einfach von der Verarbeitungsqualität bzw. von der Kunststoffqualität wirklich hervorragend. Also richtig, richtig klasse. Habe ich mich mega drüber gefreut, dass man hier für doch einen relativ günstigen Preis so eine Qualität einmal bekommt. So, und dann seht ihr jetzt hier eben dieses spezielle LWRC Montagesystem, was beim Original-Vorbild natürlich komplett einmal bis hinten nutzbar ist. Also komplett auf der Seite. Warum man jetzt hinten irgendwie eine Pickrail braucht oder sowas, ist natürlich Quatsch, braucht man nicht wirklich. Und entsprechend seht ihr aber auch, dass das Airsoft-Modell die Gewinde für die Aufnahme letztendlich nur an 4 Positionen hat. Bedeutet aber auch, seht ihr vielleicht, hier ist das Gewinde nicht einfach nur in den Polyamid-Kunststoff reingeschnitten, sondern ihr habt hier jeweils eine Stahlhülse, also ein Stahlgewinde sozusagen eingesetzt. Hier aber wie gesagt beim Airsoft-Modell nicht komplett durch, sondern nur die vordersten 4 Positionen. Ab dieser Position ist kein Gewinde mehr vorhanden. Sind wir aber ehrlich, wollt ihr jetzt hier nochmal die Pickrail anstatt da vorne irgendwie weiter hinten montieren, warum auch immer, wäre es natürlich auch möglich, hier einfach mit dem Gewindeschneider nochmal ein Gewinde reinzuschneiden. Ist dann zwar nur aus Kunststoff, könnt ihr aber mit ein bisschen Schraubensicherung problemlos einmal sichern. Das hält dann ebenfalls, denn auch andere Hersteller verwenden Gewinde im Polyamid. Aber wie gesagt, im Regelfall verbaut ihr die Pickrail einmal hier vorne irgendwo dran, entweder hier oder hier, je nachdem. Und ebenfalls, wie gesagt, ihr habt nicht diese Pickrails oder nur diese Pickrails einmal enthalten. Ihr könnt das Ding komplett einmal blank lassen, dann ist er unheimlich schlank. Oder ihr macht euch eben diese Panels hier noch ran, welche im Lieferumfang enthalten sind. Ist einfach alles wunderbar und auch hier von der Passgenauigkeit hervorragend. So, was ihr ebenfalls seht und was übelst geil aussieht hier innen drin einmal vom Spannhebel des Federsystems. Bedeutet natürlich, der ganze Vorderschaft ist komplett geschlitzt, wunderschön offen und im inneren Bereich seht ihr dann einmal diese beiden Edelstahlstangen sozusagen mit der Federung für den Spannhebel. Und das ganze System da vorne drin, das läuft so brutal smooth und schön. Das haben sie ebenfalls perfekt umgesetzt. Zum Beispiel hier Spannhebel, wie gesagt, zurück. Schaut euch das mal an, wie schön das ganze System da innen drin einmal gleitet. Ihr habt hier auch kein Federschwingen drauf, kein Federklappern oder sowas. Das funktioniert einfach tadellos. Und wie vorhin auch schon gesehen, wenn ihr jetzt den Spannhebel auf der anderen Seite haben wollt, ja, dann zieht ihn einfach raus, dreht ihn um und steckt ihn euch auf der gegenüberliegenden Seite einmal rein. Und dann funktioniert er auf der gegenüberliegenden Seite letztendlich genauso. Und hier ist eben der Spannhebel einmal komplett aus Aluminium gefertigt und nicht aus Kunststoff. Bedeutet auch hier, wer ein bisschen gröber zur Sache geht, der hält definitiv einmal. Wie gesagt, ebenfalls links und rechts nutzbar. So, und natürlich auch im unteren Bereich könnt ihr natürlich auch Zubehör montieren. Wie gesagt, auch hier die Gewinde einmal eingearbeitet. Und da habt ihr auch im Lieferumfang nochmal dieses Panel mit dem Handstop dabei. Habt ihr vorhin schon mal gesehen.
könnt ihr das hier einmal drauf schustern oder wenn ihr einen Griff haben wollt, macht ihr die Pickrail drauf und an der Pickrail könnt ihr dann letztendlich einmal einen Griff montieren. Je nachdem, wie ihr es gerne hättet. Der gesamte Upper Receiver ist nicht nur von der Kunststoffqualität hervorragend, sondern ebenfalls die Passgenauigkeit und die Toleranzen sind Double Eagle mehr als gelungen. Zum Beispiel auch die Arretierung oder die Verbindung mit dem Lower Receiver. Habt ihr hier vorne standardmäßig diesen fetten Pin drin. Dann wird das Ganze zusätzlich nochmal hier hinten über insgesamt 4 Schrauben miteinander verbunden. Und im inneren Bereich hinten habt ihr ebenfalls nochmal so ein Stiftsystem oder Nut- und Federsystem, wo alle Bauteile miteinander versteckt und verschraubt werden. Also hier ist alles so perfekt miteinander verbunden, dass ihr quasi auf den Bauteilen selbst 0 Spiel einmal drauf habt. Also ihr könnt hier nichts irgendwie verwinden, verwackeln, es knarzt nichts oder sowas. Das ist, wie gesagt, das ist alles auf G- und G-Niveau und das zu einem ultra fairen Preis. Also Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit, wirklich tipptopp. Der gesamte Lower Receiver ist dann letztendlich aus dem gleichen hochwertigen Polyamid-Kunststoff gefertigt. Auch hier von der Passgenauigkeit, vom Material, von der Wandstärke einfach nur hervorragend. Also sehr, sehr solide, auch wenn ihr mal da reinschaut. Wie gesagt, Wandstärken, schön dickwandig das Ganze. Ihr könnt da nichts irgendwie zusammendrücken oder sowas. Es wirkt einfach super hochwertig. Wie gesagt, auch hier der gesamte Lower einfach nur perfekt. Und natürlich auch das gesamte Design. Natürlich, das ist Geschmackssache. Aber ich werde es euch später auch nochmal ansprechen. Ihr habt hier einfach nicht bei dieser SMG 45, wie bei der G&G zum Beispiel, so einen fetten Magazinschacht dran, was normalerweise für 556er Magazine gedacht ist. Nein, ihr habt einfach den passenden kleinen Magazinschacht wie bei einer UMP, der einfach perfekt von der Größe zu diesen 45er Magazinen einmal passt. Und dementsprechend vom Design einfach stimmig ist und nicht so hingepfuscht irgendwie aussieht. Es ist einfach stimmig vom Design, ultra modern, ultra sexy. So, dann die Bedienelemente sprechen wir auch noch ganz kurz durch. Ihr habt gerade schon gesehen, den Spannhebel, wie gesagt, links und rechts einmal nutzbar. Ihr könnt das ganze Ding ganz easy einmal hinterziehen. Es läuft butterweich. Ihr habt kein Kratzen drauf. Ihr habt kein Federklingeln, auch wenn ihr schnalzen lasst. Es klingelt nichts nach, es vibriert nichts nach. Auswurf bleibt sauber offen bzw. Verschluss. Seht ihr schön viel Platz einmal, um hier an die Rotary Hop-Up-Kammer einmal ranzukommen. Bedeutet hier einfach mit dem Finger rein, könnt das Hop-Up einmal einstellen, hier ganz bequem einmal drehen, schön Widerstand einmal drauf. Hop-Up ist wie gesagt für 0,25 Gramm BBs ausgelegt, das funktioniert anständig, muss man sagen. Für mehr Kugelgewicht müsst ihr halt wieder Bucking-Tensioner tauschen. Aber auch so dann komplett beidseitig umgesetzt, bedeutet hier oben einmal der Verschlussfanghebel vom Schützen aus auf der rechten Seite. Ihr könnt aber auch ganz bequem einmal vom Schützen aus auf der linken Seite verwenden. Es funktioniert einfach tadellos. Dann, wie vorhin schon gesehen, hier bei der C-Variante einmal den Magazinhalter, der optional dabei ist, einmal verbaut. Bedeutet hier ganz easy mit dem Finger runter und ganz leicht einmal die Magazine zu wechseln. Und auch das eben links wie auch rechts. So, dann nochmal zurückzukommen auf den Feuerwahlhebel. Wie gesagt, das ist letztendlich ein AR-15-System, der gesamte Lower. Aber gefühlt für mich war der Weg des Abzugs des Feuerwahlhebels war mir standardmäßig etwas zu lang. Bedeutet, man muss doch relativ viel Weg einmal zurücklegen oder gefühlt etwas mehr Weg zurücklegen, um einmal auf Semi umzuschalten. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier einfach der Pistolengriff nach hinten im Vergleich zu einer AR-15 noch ein kleines bisschen länger ist, circa 10 mm. Dadurch sitzt mein Daumen etwas weiter weg vom Feuerwahlhebel und entsprechend nehme ich vielleicht diesen Weg etwas länger wahr. Habt ihr ein bisschen größere Hände, ist das für euch kein Problem. Wie vorhin aber auch schon gesehen, einfach das Ding auf 45 Grad umbauen und dann habt ihr hier einen ultra knackigen und kurzen Weg am Feuerwahlhebel. Habe ich euch vorhin einmal schon gesagt. Aber auch hier das Ganze eben für Links- und Rechtsschützen ausgelegt und auch von dem Zahnradsystem innen drin perfekt umgesetzt. Bedeutet, ihr seht, ihr habt hier nur minimalst ein ganz kleines bisschen Spiel einmal vom Schützen aus rechts drin. Er funktioniert aber auf beiden Seiten tadellos. Also auch hier Feuerwahlhebel perfekt und für Linksschützen ebenfalls hervorragend einmal geeignet. Dann können wir uns für mich persönlich ein weiteres kleines Highlight anschauen und das ist der Pistolengriff. Und jetzt denkt ihr euch ja an Griff, was willst du denn jetzt? Wenn ihr euch das Ding mal anschaut, der ist von der Haptik sowas von geil gelungen, das glaubt ihr gar nicht. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht einfach nur einen Standard-Polyamid-Pistolengriff, der einfach schön aussieht. Ist letztendlich stinknormaler AR-15-Griff, natürlich, aber ihr seht, dass Double Eagle wie beim Original auch diese Gummipads hier ebenfalls mit einarbeitet.
Bedeutet, ihr habt hier eine schöne Struktur am Pistolengriff und die vordere Fläche, wie auch die hintere Fläche hier hinten eingearbeitet, ist jeweils komplett aus einem ultra schönen Gummi gefertigt, mit einer Struktur einmal drauf. Ich habe geguckt, wie das Ganze gefertigt wurde. Ich dachte vielleicht, gut, das kleben sie vielleicht einfach nur auf. Es war mir aber nicht möglich, hier diesen Gummi irgendwie von diesem Polyamid-Kunststoff irgendwie zu lösen. Dementsprechend gehe ich vielleicht davon aus, dass das Ganze irgendwie im In-Mold-Verfahren hergestellt wurde. Bedeutet, dass wahrscheinlich der Pistolengriff irgendwie in eine Gummiform eingespannt wird, dann die Form zufährt und dann der Gummi hier einmal drüber gegossen wurde. Denn wie gesagt, ihr könnt hier nicht irgendwie diese Gummiflächen irgendwie rauskratzen oder rausbiegen oder irgendwie sowas. Das ist komplett mit dem Polyamid-Kunststoff irgendwie verbunden. Also hier von der Verarbeitungsqualität und vor allem natürlich auch von der Haptik einfach nur mega geil. Also würde man den separat herbekommen, würde ich mir das Ding sogar an eine stinknormale AR-15 hinballern. Denn der ist einfach von der Haptik ultra schön. Vom Winkel selbstverständlich Standard, wie man es kennt von der AR-15 und nicht wie moderne Systeme teilweise im 90 Grad irgendwie runter. Das ist einfach der Standardwinkel, wie man einmal gewohnt ist. Aber auch hier von der Haptik, von der Ergonomie einfach nur perfekt. Ihr kommt mit dem Finger überall an alle Bedienelemente super schnell einmal ran. Wie gesagt, hier unten Magazinauswurf, hier oben Verschlussfang, dann der Feuerwahlhebel. Es ist von der Ergonomie und von der Passgenauigkeit einfach nur perfekt. So wünscht man sich das. So, dann haben wir natürlich den Abzug und aufgrund des Gate Titan, was hier drin verbaut ist, haben wir natürlich keine mechanische Sicherung. Bedeutet, wenn die Waffe auf sicher steht, könnt ihr natürlich den Abzug weiterhin einmal durchdrücken. Also wird nicht gelockt, wie man es normalerweise von mechanischen Systemen kennt. Ist aber auch relativ wurscht. Auf jeden Fall ist der Abzugsweg von Bad Agency out of the box auf Stufe 2 im Titan eingestellt. Bedeutet, ihr drückt den Abzug letztendlich gerade mal um ca. 2 bis 3 mm nach hinten und dann löst sich bereits der Schuss. Also hier die feinste Stufe bereits in der Software einmal justiert. Und wie gesagt, ihr habt einen ultra kurzen Abzug, eigentlich schon einen Hair-Trigger. Ihr könnt das Ding in den Finger, ihr könnt es ein bisschen vorspannen und dann in den vorderen vielleicht 2-3 mm ultra schnell einmal triggern. Und das Ganze funktioniert einfach nur tadellos. Dann lasst uns ebenfalls die zwei unterschiedlichen Schäfte noch mal ganz kurz in der Nahaufnahme anschauen. Hier jetzt die C-Version auf dem Tisch, habe ich euch vorhin schon alles erklärt mit dem Schaft. Auch hier das Ganze komplett einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Die Arretierung über den Knopf hervorragend, bedeutet kein Spiel irgendwie im Gewinde vorhanden, kein Spiel irgendwie in dem Knopf vorhanden. Der gesamte Schaft sitzt einfach nur hervorragend. Und wie gesagt, auch hier komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Verarbeitungsqualität, Arretierung, alles einmal hervorragend. Ein kleiner Punkt ist vielleicht noch der Knopf, wenn wir uns den mal noch kurz anschauen vielleicht. Der kann bei G36 Modellen teilweise, wenn er aus Polyamid ist, gerne mal brechen. Was heißt gerne mal? Vielleicht nach 2-3 Jahren. Es kommt aber immer darauf an, wie ihr mit diesem Knopf umgeht. Bedeutet, wenn ihr jedes Mal den Schaft zuschlagt, dann kann es passieren, dass der Knopf irgendwann mal verschlissen ist. Es ist rein theoretisch, ist es eine Standardgröße vom G36 oder von der UMP. Bedeutet, es könnten eventuell, wenn ihr irgendwann mal Ersatz benötigt, könnten diese Knöpfe einmal vom G36 oder von der UMP, könnten diese ebenfalls passen. Bedeutet, wenn ihr irgendwie mal Ersatz braucht, schaut ihr mal, ob ihr gegebenenfalls so einen Knopf herbekommt. Was ihr dann ebenfalls bei dem Schaft einmal seht, dass wir hier keine weitere Aufnahme irgendwie für einen Trageriemen haben. Bedeutet, das ist letztendlich nur hier im hinteren Bereich. Wartet mal, ich setze mal nochmal drauf, auf die, dass wir sie von der Seite uns anschauen können. Bedeutet, ihr könnt letztendlich nur hier hinten, quasi wo dieses Nylonband einmal aufgezogen ist, hier könnt ihr einen Trageriemen bei der C-Variante einmal dran befestigen. Was ihr auch seht, auch hier habt ihr wie beim G36 oder wie bei der UMP 2 Löcher drin. Bedeutet, wenn ihr auf dem Feld irgendwie das Ding mal auseinanderklopft und die Pins rauszieht, könnt ihr auch hier einmal die Pins einmal reinstecken, damit sie nicht verloren gehen. Wie gesagt, C-Variante, der Schaft ist hervorragend, hält sauber. Die Befestigung einmal für den Trageriemen eben nur hier im hinteren Bereich einmal möglich. So, Akku einlegen und Schaftkappe habt ihr vorhin schon mal gesehen. Bedeutet hier einfach hinten einmal reindrücken, den Hebel runter und dann könnt ihr die Klappe ganz normal einmal öffnen und den Akku einmal reinstopfen. So, das soll es gewesen sein. Die Schaftkappe ist übrigens nicht gummiert bei der C-Version. Bedeutet, hier habt ihr ganz normal einmal eine flache Schaftkappe hinten drauf aus Polyamid-Kunststoff. Da wäre vielleicht ein Gummipad hier hinten drauf, wäre vielleicht noch eine Option gewesen.
So, dann einmal die G-Version bzw. die G-Variante hier, wie vorhin schon angesprochen, mit dem ACR bzw. mit dem Masada-Schaft hinten dran. Könnt ihr, wie gesagt, einmal in mehreren Positionen, ich glaube 6 Stück sind es insgesamt, komplett einmal in der Länge ausziehen und hat aber selbstverständlich, wenn ihr mal guckt, wie weit ihr das ausziehen könnt, hat dieser natürlich im voll ausgezogenen Zustand doch etwas Spiel drauf. Wie gesagt, das ganze Teil da hinten kann halt ein kleines bisschen jetzt rumschwabbeln, ist aber nicht wirklich störend. Habt ihr das Ding in den vorderen Positionen irgendwo, zum Beispiel mal Stufe 4, da hält er deutlich besser, da er natürlich etwas schöner oder etwas länger in dieser Führung einmal drin liegt. Wie gesagt, hier komplett einmal in der Länge einstellbar und komplett eingeschoben, doch kompakter wie die C-Version. Bedeutet, die Gesamtlänge ist hier etwas kürzer. So, auch hier das Ganze aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, könnt ihr ganz normal einmal wie üblich einmal einklappen. Und hier habt ihr eben die Schaftkappe hinten einmal aus Gummi gefertigt. So, Aufnahme für den Trageriemen sieht hier ein bisschen anders aus. Ihr habt hier QD-Aufnahme hinten drin, einmal links wie auch rechts. Ihr könnt hier unten einmal einen Trageriemen durchfädeln. Und es gibt auch hier die Möglichkeit, dass ihr zum Beispiel bei dem Modell oder bei der Variante ebenfalls hier hinten nochmal im mittleren Bereich nochmal einen Trageriemen durchziehen könnt. Das ist gerade für einen One-Point-Sling zum Beispiel sehr interessant, dass man hier eben den Riemen dran oder den Trageriemen dran befestigen kann. Das ist bei der C-Version leider nicht möglich. So, und auch hier nochmal kurz zurückzukommen auf den Knopf. Ihr seht, es ist letztendlich ein Masada-Schaft, bedeutet, sollte hier mal der Knopf einmal verschleißen oder beschädigt werden, könnten auch hier problemlos einmal Masada-Knöpfe oder der gesamte Schaft von der Masada einmal ranpassen. Zum Beispiel irgendwie, ja, A und K zum Beispiel. Ach halt, nein, Geschmarri, jetzt laber ich Blödsinn, denn bei der A und K Masada bekommt ihr keinen Akku rein. Also hier, wie gesagt, wenn ihr nur den Knopf braucht, ja, der könnte auch von A und K passen, der gesamte Schaft aber definitiv nicht. So, und die Wangenauflage habt ihr vorhin schon gesehen, könnt ihr hier auch in relativ vielen Positionen einmal in der Höhe justieren bzw. einstellen. Und abschließend schauen wir uns ebenfalls einmal die Flip-Ups an, die hier enthalten sind, beziehungsweise aufklappbare Kimme und Korn. Ich weiß, es interessiert die wenigsten Spieler, aber irgendwie lege ich da Wert drauf, dass so eine Airsoft einfach mit Flip-Ups kommt und diese auch vom Design oder vom Aufbau passend oder stimmig zur Knifte sind. Bedeutet, wer manche Kniften anschaut, da habt ihr ein ultra schlankes System und dann ballern sie da diese alten Magpul Ambus Flip-Ups drauf, die so breit und fett und hoch sind. Das sieht einfach mal ein kleines bisschen dämlich aus. Hier das Ganze sehr schön einmal umgesetzt, sind letztendlich Klone vom Magpul Ambus Pro, bedeutet die schöne flache Version von Magpul und das Ganze eben die Kimme wie auch das Korn im vorderen Bereich sind einmal komplett aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Bedeutet hier das Ganze im Flip-Up, wenn ihr sie nutzen wollt, aufklappbar, hier einmal das Korn in der Höhe überdrehen, einmal einstellbar. Dann wieder zuklappen, wie gesagt, wunderschön und flach. Und auch die Lochkimme hinten baut eben nicht so hoch, ist auch wieder komplett einmal aus Polyamid-Kunststoff gefertigt, aufklappbar und in der Seite einmal einstellbar. Auch hier, wenn ihr sie unbedingt nutzen könnt, könnt ihr ebenfalls aufklappen. Hier stehen noch 2 Durchmesser von der Lochkimme einmal zur Verfügung. Was nicht funktioniert, besonders nicht bei der ACR-Version, ihr seht, dass auch im eingeklappten Zustand euch hier eine offene Visierung einmal zur Verfügung steht. Bedeutet, ihr seht hier einmal noch mal eine Kimme und ebenfalls im vorderen Bereich. Das geht mit dem ACR-Schaft aber nicht. Bedeutet, ihr kommt einfach nicht so weit runter. Bei der C-Version geht's, ihr müsst aber dennoch relativ weit runter mit dem Auge, um eben diese Visierung ebenfalls, also die flache, nutzen zu können. Wie gesagt, die meisten werden sich einen Leuchtpunkt drauf machen und wenn da mal irgendwie doch vielleicht das Leuchtpunkt kaputt geht während des Spiels und ihr wollt unbedingt Kimme Core nutzen, auch hier diese Flip-Ups sind definitiv zu gebrauchen. Gut Leute, dann würde ich sagen, gibt es auch heute wieder einen kleinen Demontageteil, wenn ihr mal für eine Wartung ran müsst und das Ding mal öffnen wollt. Wie gesagt, zeige ich euch ganz kurz, wie ihr dieses wunderschöne Stück einmal auseinander bastelt. Da fangen wir erstmal hinten beim Schaft an, wie vorhin beim Akku einlegen schon gesehen. Den hier ziehen wir einmal komplett bis hinten einmal ab. Je nachdem, was für eine Version ihr natürlich habt. Die andere Version könnt ihr ganz normal einmal einklappen. Einklappen ist jetzt wichtig, denn wir entfernen erstmal, wie vorhin schon gesehen, einmal die Feder. Bedeutet einfach hier hinten mit einem 3er Inbus einmal reingehen und wie beim Federschnellwechselsystem letztendlich einmal die Feder entnehmen. So, Feder einmal raus. Habe ich euch vorhin schon mal gesagt, wenn ihr nicht so einen breiten Schlitzschraubendreher habt, dann könnt ihr einfach die Schraube wieder in den Spring Guide einmal reinschrauben und dann quasi den Spring Guide
über den 3 mm Inbus einmal lösen. Nur halt aufpassen, wie gesagt, haltet es gut fest, ansonsten springt euch das Ding einmal nach hinten raus. So, jetzt ist die Feder locker. Das Teil ist natürlich auch einmal entfernt hier, dieser Abstandshalter. Dann klappen wir das Ding wieder einmal zu, denn jetzt müssen wir einmal die seitlichen 4 Torx-Schrauben lösen. Und zwar jeweils die beiden unteren. Bedeutet, Torx-Schraubendreher hernehmen, dann die beiden Schrauben pro Seite jeweils lösen und dann später wieder aufpassen bei der Montage. Diese Schrauben greifen letztendlich nur in ein Kunststoffgewinde rein. Bedeutet später nicht wie so ein Schmied wieder zusammenschrauben und festknellen, sonst könntet ihr dieses Kunststoffgewinde einmal beschädigen. Also leicht handfest wieder rein, ist vollkommen ausreichend. Sollte euch doch mal so ein Kunststoffgewinde kaputt gehen und die Schraube nicht mehr ordentlich anziehen, dann könnt ihr hier auch einfach eine mittelfeste Schraubensicherung verwenden, so eine blaue, leicht handfest zu, dann über Nacht trocknen lassen und dann hält das ganze Zeug wieder. So, dann seht ihr, dann ist der Upper bereits einmal lose und der Schaft hinten ebenfalls. Bedeutet, wir können den gesamten Schaft jetzt einmal abziehen, müssen aber letztendlich hier hinten ein bisschen auf das Kabel von unserem Titan achten. Hier die Führungsstange, die ziehen wir gleich mal raus. So, und dann ziehen wir hier hinten einmal den Stecker raus. So, müsst da drin ein bisschen drehen das Ganze. So, einmal ausfädeln. So, und dann ist der Schaft bereits einmal weg. Und wie gesagt, hier habt ihr solche Stangen einmal drin mit Federn. Das seht ihr jetzt dann gleich. Die lasse ich jetzt erstmal drin stecken. So, jetzt hängt das Ganze letztendlich nur noch an dem vorderen Pin. Bedeutet, diesen klopfen wir uns einmal raus. So, vorderen Pin gelöst, das Ganze einmal nach hinten kommen lassen. Wenn es ein bisschen klemmen sollte, liegt es meistens einmal am Bolt Catch bzw. am Verschlussfang. Habt ihr vom Schützen aus auf der rechten Seite hier so diesen Zacken raus für einen Bolt Catch. Dann einfach hier ein bisschen drücken und dann einmal ziehen. Dann löst sich das Ganze von dem Blech hier innen drin. So, dann habt ihr bereits einmal den Lower entfernt. Jetzt können wir die Hop-Up-Kammer noch rausholen. Hier ist jetzt, wie gesagt, hier diese Führung drin mit diesen Edelstahlstangen, mit diesem Fake-Verschluss. Ist auch sehr schön umgesetzt, läuft wunderbar, habe ich euch vorhin schon mal gesagt. Nehmen wir einfach am Stück einmal raus und dann könnt ihr letztendlich die gesamte Hop-Up-Kammer ganz normal wie bei einem AA15-Modell ebenfalls nach hinten einmal rausziehen. So, und die Feder, die steckt da vorne noch drin. Die holen wir ebenfalls raus. So, die gehört letztendlich dann später hier vorne einfach über den Lauf drüber. So, komplett einmal demontiert. So kann sich das sehen lassen. Mega benutzerfreundlich. Und dementsprechend können wir mit dem Lower und mit der Gearbox weitermachen. Da gehen wir jetzt letztendlich genauso vor wie bei einer AA15. Bedeutet, wir holen erstmal aus dem Pistolengriff unten den Motor raus. Lösen also hier einmal die beiden Schrauben unten an der Motorplatte oder am Bodenstück vom Pistolengriff, eine Schraube hinten, eine vorne. Dann lassen wir die Motorplatte einmal kommen und dementsprechend auch einmal den Motor einmal kommen lassen. Die Platte können wir dann einmal abziehen, dann einmal die Steckverbindungen lösen. Das könnt ihr euch wieder anschauen, wie das Ganze verkabelt ist mit dem Titan. Bedeutet, beide Kabel Plus und Minus kommen im hinteren Bereich des Griffes nach oben und das Minuskabel läuft dann letztendlich hier auf der Seite wieder einmal rum und genau so verkabelt ihr das später letztendlich wieder. So, also einmal Steckverbindungen, einmal lösen und dann den Motor einmal nach oben raus. Dann nehmen wir uns wie üblich wieder einen großen Kreuzschraubendreher her und lösen im inneren Bereich des Pistolengriffs unten die beiden Kreuzschrauben. Beide Schrauben gelöst, bisschen auf die Stecker wieder aufpassen und den Pistolengriff einmal nach oben abziehen. So, Stecker einmal durchfädeln, so einmal raus damit und dementsprechend ist der gesamte Pistolengriff jetzt ebenfalls demontiert. Dann können wir gleich weitermachen, einmal mit dem Feuerwahlhebel, einmal links, einmal rechts und hierfür braucht ihr wieder so einen Spezialinbus beziehungsweise so einen Inbus, den ich nicht da habe, denn hier benötigt ihr einen 1,3 mm Inbus. Ihr seht, ich habe jetzt letztendlich einen 1,5er genommen und habe den vorne einfach ein kleines bisschen gefeilt, die 6 Flächen, damit das Ganze letztendlich wieder ein 1,3er ist. So, und dann geht ihr hier einmal rein und löst pro Seite einmal den kleinen Gewindestift. So, den müsst ihr auch nicht komplett einmal rausschrauben, könnt ihr ein bisschen drin stecken lassen, dann seht ihr schon, von Schützen aus links, da kommt der weg und dieser hier oder auf dieser Seite ist das Ganze gefedert. Bedeutet, hier habt ihr so eine kleine Feder wieder einmal drin, hier quasi mit so einem kleinen Pin, da müsst ihr halt aufpassen, dass es nicht verliert.
So, einmal auf dieser Seite weg. Dann könnt ihr von mir aus gleich hier das Bauteil hier noch lösen. Wir machen aber zunächst mal den vom Schützen aus auf der rechten Seite noch weg. So, den müsst ihr ein bisschen hebeln. Der sitzt hier sehr passgenau drauf. Also einfach ein bisschen nach oben hebeln. Dann könnt ihr den wegnehmen. So, und jetzt habt ihr letztendlich diese beiden Bauteile, die letztendlich das Zahnradsystem mit dem Feuerwahlhebel verbinden. Einmal links, einmal rechts. Seht ihr eine kleine Kreuzschraube, diese einmal lösen und dann könnt ihr eben die beiden Bauteile entfernen. Bedeutet erstmal auf der Seite, nehmen wir das Teil einmal raus, dann drehen wir es um und lösen es auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls. Im Anschluss können wir gleich einmal den Pin rausklopfen. Da müssen wir jetzt mal gucken, auf welcher Seite der gerändelt ist. Sieht so aus, als ist es auf beiden Seiten gerändelt. Schauen wir mal ganz kurz, klopfen wir auf die Seite rüber. Ja, hier ist die Rändelung. Klopfen also einmal komplett raus. So Leute, den Pin einmal raus. Jetzt wird es ein kleines bisschen tricky, denn wir müssen einmal den Bolt Catch oder das Bolt Catch oder das Verschlusssystem komplett einmal demontieren. Bedeutet, ihr seht auf der Seite vom Schützen aus, auf der rechten Seite, seht ihr hier zwei kleine Schrauben drin. Und da seht ihr, die sind auch schon ein kleines bisschen abgenutzt, die Schraubenköpfe. Gebe ich jetzt niemandem die Schuld, denn da kommt man relativ bescheiden hin, sage ich mal. Bedeutet, ihr braucht wirklich einen Schraubendreher, Kreuz, der sehr gut einmal passt. Also keine nehmen, der irgendwie zu klein ist und die ganze Zeit drüber rutscht, sondern schaut, dass ihr einfach einen guten Griff einmal habt. Beziehungsweise, dass er halt sauber passt. Also diese beiden Schrauben müssen einmal komplett raus und auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls diese beiden Schrauben müssen hier einmal raus. Und da kommt er eben, oder da braucht er auch einen passenden, dass ihr hier genau am Zylinder einmal vorbeikommt und die Schraube eben sauber einmal packen könnt. Wie gesagt, habt ihr hier einen, der ein bisschen zu groß ist Mist. Habt ihr einen, der zu klein ist auch Mist. Also lösen wir erstmal die beiden auf der Seite. So, das sind übrigens zwei unterschiedliche, müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hinten ist eine längere drin. Oder eine lange, die im vorderen Bereich ist eine kurze. Also hier wieder später die korrekte einmal verbauen. So, und dann, nicht wegfallen, dann drehen wir das Ganze oder kippen wir das Ganze zur Seite und lösen eben die beiden Schrauben hier ebenfalls. So, und diese kleinen Schrauben halten jetzt letztendlich zwei so kleine Blöcke, die wiederum einmal den Verschlussfang oder den Hebel halten. Bedeutet, wenn wir das Ganze jetzt einmal rausnehmen, könnt ihr diese Platten oder diese kleinen Blöcke da ebenfalls direkt gleich mit entfernen. Einmal das Teil hier. So, das ist eben vorne und hinten ist ebenfalls nochmal eins drin. Und das geht ein bisschen bescheidener raus. Schauen wir mal. Ach, Schraube einfach minimalst rein, dann geht es besser. Na komm her. So, und das ebenfalls raus. Wie gesagt, später wieder aufpassen, halt vorne, hinten, je nachdem. So, und jetzt da seht ihr, dass der Verschlussfang hier einmal gefedert ist innen drin. Oder ich hoffe zumindest, dass ihr es sehen könnt. Bedeutet, wir ziehen uns jetzt diesen hier einfach einmal raus und achten darauf, dass die Feder nicht runterspringt. So, genau, das sollte nicht passieren. Bedeutet, die Feder sitzt letztendlich einmal hier innen drin. Ach, komm her. Ist übrigens eine konische Feder. Im Verschlussfanghebel ist sie breiter oder hat einen größeren Durchmesser. Richtung Gearbox ist sie ein kleines bisschen kleiner vom Durchmesser, also einfach konisch zusammenlaufend. Und später hier wieder einmal einhaken und dann die Feder hier einmal in diese Führung, hier quasi in die Führung einfach wieder reinstopfen. Dann die beiden Platten wieder drauf und dann ist das Ganze wieder fertig montiert. Okay, so, jetzt bleibt uns letztendlich nur noch der fette hintere Pin hier. Den drücken wir uns einmal kräftig raus. So, und dann ist die Gearbox eigentlich rein theoretisch einmal komplett lose. Bedeutet, hinten der Pin hängt ein bisschen. Genau, so, jetzt kommt sie raus. Da drüben das Feuerwahlhebelsystem und hier natürlich das Zahnradsystem. Auch ein bisschen drauf aufpassen, wie man es halt einfach kennt von V2 Gearboxen mit beidseitigem Feuerwahlhebel. So, bevor wir die Gearbox aufmachen, diese Zahnräder können wir ja schon mal wegmachen, die interessieren jetzt erstmal nicht. Kleiner Punkt einmal zum Lower Receiver. Habt ihr hier vorne, das fällt euch wahrscheinlich auch raus, habt ihr hier vorne so eine Art Rampe. Die wird letztendlich nur unten am Magazinschacht einmal eingehakt, dann nach drüben gedrückt und später kommt dann genau hier einmal wieder der Bolt Catch, der Verschlussfang vom Schützen aus auf der linken Seite drauf.
und sichert das Ganze sozusagen. Wie gesagt, hier einfach dieser Bolt Catch Lever. Müsst ihr halt auch wieder aufpassen später beim Zusammenbauen. Die meisten werden es wissen, dass natürlich der fette Hebel hier oder der große hier drüben quasi wieder einmal eingehakt wird später bei der Montage. Quasi so, dass wenn ihr drückt, dass der Hebel hier einmal bewegt wird letztendlich. Also genauso wie bei AR15 Modellen letztendlich. Okay, so Gearbox aufmachen ist eigentlich selbsterklärend. Natürlich, wir zerlegen erstmal das Zahnrad hier. Schauen wir mal, ob wir es wegbekommen. Ansonsten nehmen wir einen kleinen Schraubendreher, gehen hier vorsichtig drunter und hebeln dieses ein kleines bisschen rundherum nach oben. So, da, einmal weg damit. Das sitzt übrigens sehr, sehr gut drin. Bedeutet, es ist schön verpresst miteinander. Diese beiden Zahnräder müsst ihr einfach mit dem Schlitz, wie gesagt, mit dem Schlitzschraubendreher drunter und dann einfach rundherum ganz vorsichtig immer ein kleines bisschen rumhebeln. So, dann müssen wir natürlich hier vorne ebenfalls dann an die Schraube hin. Bedeutet, wir nehmen zunächst einmal den Verschlussfang runter. Hier vorne so eine Schraube oder so eine Kreuzschraube mit Flansch einmal außenrum. So eine kleine einmal entnehmen. So, und dann seht ihr oder merken, wie die Feder eingehakt ist. Letztendlich hier oben einmal rein. Hier oben an der Spitze, dann hier einmal rum und hier unten einmal eingehakt, wo letztendlich einmal der Safety Lever normalerweise drin sitzen würde. So, dann nehmen wir das Ding einmal ab. Legen wir uns zu der kleinen Schraube dazu und dann können wir letztendlich mit einem Torx-Schraubendreher sämtliche Schrauben hier außen einmal an der Gearbox lösen. So, alle Schrauben sind einmal gelöst. Jetzt könnte man natürlich noch vorher testen, ob das System irgendwie vorgespannt ist über die Tappet Blade. Das ist hier aber nicht der Fall, bedeutet die Nozzle ist bei mir einmal in der vordersten Position. Sollte bei euch irgendwie Precocking drauf sein und die Nozzle einmal noch weiter hinten stehen, dann könnt ihr das ganze System natürlich zunächst einmal, bevor ihr es jetzt einmal aufmacht, hier im unteren Bereich einmal lösen über den Anti-Reversal Latch. Bedeutet, kennt ihr geht hier innen rein, zieht den Anti-Reversal einmal raus, dann dreht das System kurzzeitig etwas rückwärts und entspannt sich dementsprechend. So, jetzt haben wir da vorne noch so ein Garantiesiegel drauf. Das brauchen wir natürlich nicht oder brauche ich nicht. Dementsprechend einmal durchtrennen und dann können wir das ganze System eigentlich einmal öffnen. So, gehen wir mal hier unten ein bisschen vorsichtig rein. So, Gearbox sitzt schon mal sehr, sehr gut zusammen. Trigger oder Abzug bleibt auch drin, Anti-Reversal ist auch noch drin. Machen wir das ganze Ding mal auf und voilà, habt ihr diese Gearbox einmal geöffnet und könnt dementsprechend eine Wartung durchführen. Vielleicht irgendwann mal, wie gesagt, je nachdem wie oft ihr spielt, vielleicht mal nach einem Jahr oder so. Aber immer aufpassen, wer sich nicht auskennt, vorher am besten mit dem Händler Rücksprache halten, inwieweit ihr die Gearbox einmal für eine Wartung öffnen dürft. Wie gesagt, normalerweise so eine Wartung nach einem Jahr, wer wirklich viel spielt, wenn er nicht allzu oft spielt, langt es auch alle 2 Jahre und dann habt ihr eh keine Gewährleistung mehr. Aber das ist eh immer so ein kleines Problem. Wie gesagt, eine Wartung, ja, natürlich Gewährleistung ist vorhanden und ich darf die Gearbox aber nicht öffnen. Bedeutet, ich verliere so oder so bei einer Wartung die Gewährleistung. Ist ein bisschen fragwürdig. Wie gesagt, manche Händler sagen, ist egal, mach auf. Andere sagen, nee, du darfst nicht aufmachen für eine Wartung. Müsst ihr halt entsprechend vorher einmal abklären. Ich denke, die meisten meiner Zuschauer, die wissen schon, was sie einmal tun. So Leute, dann schauen wir uns heute auch selbstverständlich wieder einmal im Detail die Internals an und wie vorhin auch schon ganz kurz durchgerechnet oder euch vorgerechnet, wenn wir es Gate Titan rausrechnen mit ca. 80 € und noch das zweite Magazin, was Bad Agency mit reinlegt, dann bezahlen wir aktuell im Angebot gerade einmal 190 bis 195 € für die Waffe. Dass wir hier keine vergleichbaren Internals drin haben, wie zum Beispiel bei einer 400 € Waffe, das sollte selbstverständlich jedem einmal klar sein. Aber das soll auch bedeuten, dass das Ding jetzt nicht brutal schlecht ist, sondern dass das Ding eigentlich out of the box brauchbar ist. Und ihr werdet es dann auch gleich sehen, alle Komponenten sind eigentlich kompatibel. Bedeutet, ihr könnt immer mal noch hergehen nach einem Jahr bei einer Wartung oder sowas und mal vielleicht nochmal 30 € irgendwann mal noch reinstecken und bessere Komponenten reinbauen. Aber wie gesagt, ihr müsst eigentlich out of the box jetzt nicht unbedingt hergehen und jetzt gleich alles komplett rausrupfen und da 100 € Tuning reinballern. Das ist Quatsch. Wie gesagt, sprechen wir das Ganze einmal im Detail durch und beginnen wir auch heute wieder einmal bei der Gearbox Shell sowie bei der Lagerung. So, die Shell seht ihr, die ist rein theoretisch eine handelsübliche V2 Shell. Das Ganze natürlich mit beidseitigem Feuerwahlhebel, bedeutet wie bei E&L, wie bei VFC auch hier einmal
die Fräsungen vorhanden für das Zahnradsystem. Müsst ihr ein bisschen drauf achten, falls ihr mal doch eine Ersatzshell braucht oder falls die mal kaputt gehen sollte. Hier darauf achten und eine kleine Besonderheit, was ich euch heute leider nicht genau sagen kann. Auch hier habt ihr die Aufnahme hier vorne für den Bolt Catch Lever bzw. für den Verschlussfanghebel. Bedeutet einmal für dieses Teil hier. So, das hat nicht jede V2 Gearbox. Aber dieser kleine Zapfen hier, sowie auch die Aufnahme hier vorne für den Bolt Catch Lever, ist zum Beispiel auch bei Syma Shells und bei VFC Shells und auch Retro Arms für VFC ebenfalls einmal vorhanden. Was ich euch heute leider nicht genau sagen kann, ist, ob die Abstände von diesem Gewinde oder von der Bohrung, ob diese ganzen Abstände hier exakt identisch sind bei den einzelnen Shells. Wie gesagt, das weiß ich nicht. Das ist auch immer das größte Problem, wenn man eine andere Gearbox braucht, wenn sie kaputt ist und man bekommt die Originale nicht mehr her. Meistens, oder ein großes Problem ist meistens immer dieser Bolt Catch Lever hier seitlich dran. Aber wie gesagt, zum größten Teil sage ich mal zu 60, sagen wir mal zu 70-75% bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass auch andere Gearboxen einmal passen. Wie gesagt, mit Aufnahme, zum Beispiel Syma von der Nova oder hier einfach VFC zum Beispiel mit dieser Aufnahme für einen beidseitigen Feuerwahlhebel. So, der Rest ist dann handelsübliche V2 Gearbox und natürlich im hinteren Bereich mit einem sehr, sehr geilen Federschnellwechselsystem. Habt ihr vorhin schon gesehen, bedeutet, ihr habt so einen richtig schönen, massiven Edelstahl Spring Guide hinten drin mit zwei massiven Flügeln. Einmal das Ganze mit Axiallager ausgestattet und ihr kommt da hinten wunderbar einmal ran und könnt umgehend einmal die Feder tauschen und dementsprechend diese Knifte auf euer Spielfeld einmal einstellen von der Energie. Ich würde aber mit den Original-Internals und mit der Gearbox vielleicht nicht übertreiben. Wie gesagt, ich sehe die Waffe eigentlich genau da, wie sie kommt. 1,4, 1,5 Joule, fertig. Wenn es unbedingt sein muss, weil es ja im Bock fett macht, vielleicht maximal 1,6, dann ist aber auch gut. Wie gesagt, alles andere wäre in so eine SMG auch total überzogen. Also wirklich, Federschnellwechselsystem hervorragend, kommt man wunderbar dran und Qualität auch vom Spring Guide hervorragend. Und wie vorhin auch schon gesehen, ihr habt im hinteren Bereich dann einmal so eine Platte noch mit dran, die ist die müsste aus Alu sein, glaube ich. Auf jeden Fall wird die ja letztendlich dagegen dann geschraubt mit der Schraube hier und dadurch wird der Spring Guide auch im inneren Bereich richtig schön fest einmal gehalten. Kann euch also nicht irgendwie links, oben, unten irgendwie wegklappen, damit die Feder sich irgendwie verwindet. Nein, bleibt also über die Arretierung hinten richtig schön fest in der Gearbox zentriert. Also auch hier kann man vom Preis-Leistungs-Verhältnis absolut nicht schimpfen. So, dann die Shell, letztendlich handelsübliche V2, bedeutet aber auch, dass wir hier keine großartigen Verstärkungen irgendwie dran haben. Bedeutet, ihr seht ja im oberen Bereich hier nicht irgendwie dicker geworden vom Material her, sondern komplett schlank bis nach vorne durchlaufend. Und auch im vorderen Bereich unten letztendlich nur hier so ein bisschen Material drauf, vielleicht 0,2 mm, aber im inneren Bereich dann letztendlich nicht. Bedeutet nicht zu vergleichen mit einer Syma Nova oder CM097 Shell oder mit einer G2, G2H. Die sind einfach hier innen drin noch deutlich verstärkt. Was ihr allerdings vielleicht gerade schon sehen könnt, Double Eagle hat hier zwar Radien einmal angebracht, die sind aber auch ein bisschen arg klein. Also wenn ihr das mal mit anderen Herstellern vergleicht, die ballern halt da oben richtig schön einen fetten Radius rein, mit 1,5 mm im unteren Bereich auch. Das hier, es ist ein Radius vorhanden, das sieht aber eher aus, als wäre es einfach bloß eingestochen. Und wie gesagt, finde ich in Ordnung, man muss nicht unbedingt immer das Beste haben, gerade Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wenn man das Ding mit 1,4, 1,5 Joule spielt, finde ich, ist es okay. Wie gesagt, ist es vollkommen in Ordnung. Wenn man dann übertreibt und 2 Joule in das Ding reinbuttert und die Gearbox reißt halt irgendwann mal nach 30.000 Schuss, dann ist man halt irgendwo ein bisschen selber schuld. Man kann aber auch hier wieder das Ganze mit einem besseren Zylinderhead ein bisschen ausgleichen, mit einem großen, weichen Sorbo drauf zum Beispiel. Sprechen wir später einmal an. So, im inneren Bereich nichts Besonderes. Wie gesagt, Standard V2, auch die Führungen hinten. Standard, was ihr allerdings beachten müsst, ist dann später einmal der Pisten. Denn der Originalpisten, der hier verbaut ist im Vergleich zu Standardpisten um 0,7 mm kürzer. Wie gesagt, sprechen wir später nochmal im Detail durch. Ansonsten letztendlich alles Standard, Aufnahmen, alles Standard. Hier hinten alles in Ordnung. Unten keine Kabelführung oder so drin, braucht man nicht unbedingt.
Dementsprechend eine stinknormale V2-Gearbox im inneren Bereich, Nut- und Federsystem. Einmal komplett außen rum. Und ihr habt es gerade vielleicht schon gesehen, wenn man die Gearbox einmal zusammensetzt und das Ganze versucht aneinander vorbei zu schieben, absolut keine Chance. Ihr habt es auch vorhin gesehen, vielleicht bei der Demontage, wenn das Ding aufmacht, ihr müsst dann auch mit dem Schraubendreher rein und müsst die Hälften komplett außenrum ein kleines bisschen aufhebeln. Denn die sitzen wirklich sehr, sehr press und sauber einmal zusammen. Also hier Passgenauigkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis, tipptopp würde ich sagen, ist vollkommen in Ordnung. So, die Lagerung und die Kombination ist ebenfalls sehr gut. Wir haben hier 8 mm Kombination drin. Einmal Stahllaufbuchsen am Sektor und am Spur. Einmal komplett im oberen wie auch im unteren Bereich. Und am Bevel haben wir dann letztendlich 8 mm Kugellager oben sowie ebenfalls im unteren Bereich. Wie gesagt, gute Kombination, ist vollkommen in Ordnung und auch mit der Energie keine Probleme. Hätten sie jetzt da komplett einmal Kugellager reingemacht, hätte ich gesagt, naja gut, könnte man vielleicht durch Stahllaufbuchsen ersetzen. Aber bereits alles einwandfrei einfach umgesetzt. Dementsprechend 1,4, 1,5, tipptopp. Und was ihr auch seht, schaut mal her, die Lager sind perfekt einmal eingepresst. Also auch hier kein Spiel von der Passung, sondern die sitzen einfach perfekt, schön eingepresst und sauber in der Gearbox-Shell einmal drin. Also, wie gesagt, Gearbox, Lagerung, Kombination von der Lagerung in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis, tipptopp. Wie vorhin dann auch schon im Detail erklärt, verbaut Bad Agency bei ihrer Version jetzt hier bereits ein Gate Titan in der Basic-Version drin. Und das ist einfach das Herzstück und gerade in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis einfach hervorragend. Bedeutet, ihr habt bereits out of the box ein sehr gutes optisches EFCS-MOSFET-System einmal drin, mit Zyklenüberwachung, mit Akkuüberwachung. Ihr könnt das ganze Ding übers Tablet einstellen oder über das Smartphone, müsst euch halt nochmal einen Dongle kaufen dafür. Aber das ist doch eine super Sache. Und gerade wenn ihr mal vergleicht, Double Eagle liefert das Modell standardmäßig mit ihrem Falcon-System aus, müsst ihr euch mal ein bisschen schlau machen. Und das ist aber halt auch wieder so ein relativ günstiges China-EFCS-System, was leider nicht ganz überzeugen kann. Das kann man letztendlich mit dem Standard Syma EFCS ein bisschen vergleichen. Und wie gesagt, hier einfach sehr dankbar von Bad Agency, dass sie eben direkt einen Gate Titan für den Preis einmal reinzimmern. Und was man auch sehr löblich erwähnen muss, der Einbau ist wirklich sauber gemacht, bedeutet Platine sitzt alles wunderbar drin, es ist nichts irgendwie vermackt, es ist nichts verschmiert, keine Schrauben sind kaputt oder sowas. Also hier richtig schön sauber einmal eingebaut und ebenfalls out of the box bereits schön konfiguriert. Bedeutet, der Abzug ist komplett auf Stufe 2 bereits eingestellt, schön knackig, das Ganze sehr kurzer Abzugsweg. Also hier vollkommen in Ordnung. Die Selector Plate ist sauber kalibriert. Wie gesagt, kann man definitiv nicht schimpfen. Und wenn ihr jetzt so einen Dongle nicht habt, ja, so ein Dongle für die Basic-Version oder fürs Titan kostet 30 bis 35 Euro. Habe ich auch schon öfters mal angesprochen. Fragt doch erstmal irgendeinen Teamkollegen oder im Team rum, ob jemand so einen Dongle hat. Denn letztendlich so ein Titan, man kann viel ein bisschen rumspielen an der Software, aber letztendlich, Leute, ich habe es euch auch schon mal gesagt, letztendlich stellt ihr das Ding einmal auf eure Knifte ein und dann schließt ihr nie wieder euer Smartphone oder euer Tablet daran an. Das ist also alles ein kleines bisschen Spielerei bei dem Titan. Dementsprechend, wie gesagt, gut funktionierendes EFCS, nur halt aufpassen, Sector Gear darf entsprechend nicht zu arg geschmiert sein, da es Titan natürlich den Zyklus direkt über die Zähne abnimmt, über eine Lichtschranke nach oben. Nicht wie zum Beispiel es Aster oder Perun, die optischen Systeme, die gehen mit der Lichtschranke hier rüber, also hier unten rüber und nehmen den Zyklus letztendlich am Steuernocken vom Sector Gear ab. Dementsprechend halt aufpassen bei einer Wartung. Sector Gear, die Zähne, welche in den Pisten reingreifen, im besten Fall nicht schmieren und schauen, dass das Zeug immer alles sauber ist. Auch gerade wenn ihr dann am Spur zu viel Schmierstoff aufbringt, kann es passieren, dass ihr den Sensor hier voll schmiert, dass es drauf spritzt und dann funktioniert die Zyklenüberwachung nicht mehr. Also hier bei diesem optischen System, bei dem Titan, halt immer ein bisschen aufpassen, nicht übertreiben mit der Schmierung. Wie gesagt, lieber ein bisschen weniger, damit das EFCS einfach sauber arbeiten kann. Und das ist auch out of the box vollkommen in Ordnung. Ihr seht, Platine ist sauber, nirgendwo ist irgendwie Fett einmal rangeschmiert, alles bleibt auf den Gears drauf. Das ist, wie gesagt, das ist tipptopp. Also auch hier wird heute auch ein Pluspunkt geben im Fazit. Gate Titan in der Basic-Version für 287 Euro oder 288 Euro aktuell im Angebot. Direkt gleich drin verbaut in dem System. Dann können wir anschließend gleich weitermachen mit den Gears und mit dem Shimming. Zunächst mal die Gears, die müsstet ihr eigentlich kennen.
Das sind die Standard China 18:1er Gears, die sehr, sehr viele chinesische Hersteller in ihre Kniften einmal reinballern. Habe ich euch auch schon mal gesagt, die müsstet ihr eigentlich kennen. Bedeutet, es gibt irgendwo in China eine riesengroße Fabrik, die fertigt die Gears und letztendlich jeder kauft sie ein und macht sie einmal rein. Bedeutet auch, wenn ihr euch eine sehr günstige Syma einmal kauft, ob ihr euch eine günstige Lancer Tactical kauft ohne EFCS-System oder whatever, eine Specna Arms One oder irgendwie sowas, da sind überall exakt diese Gears drin. Also die sind überall exakt identisch. Dementsprechend hier eben Standard China Gearset 18:1 und das Ganze selbstverständlich nicht gefräst, sondern im MIM, also im MIM-Verfahren, Mold Injected, einmal hergestellt. Natürlich nicht so haltbar wie jetzt ein CNC gefrästes Gearset oder sowas. Aber wie gesagt, wenn ihr mal überlegt, solche Gears habt ihr teilweise auch bei Waffen drin, die weit mehr kosten. Da gibt es Kniften auf dem Markt, die kosten 400 €, da habt ihr trotzdem solche Gears drin. Also auch hier natürlich Standard China Gears, sie werden wahrscheinlich keine 2 Joule auf Dauer aushalten, sie werden auch keinen Warhead-Motor auf Dauer aushalten. Aber so wie die Waffe kommt, 1,4, 1,5, lasst sie drin, bis sie kaputt sind. Wie gesagt, rotzt durch. Und wenn da doch mal irgendwann mal das Spur-Gear oder das Bevel Maikaries bekommen, vielleicht nach, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Schuss, dann könnt ihr immer noch hergehen und könnt für 20, 30 € mal ein besseres Gearset reinmachen. Aber wie gesagt, out of the box, das Ding ist so günstig und von der Verarbeitungsqualität, vom Body, vom Receiver, so geil eigentlich, braucht man eigentlich nichts machen. Wie gesagt, rotzt durch, was geht und wenn mal was ist, könnt ihr immer noch hergehen und entsprechend einmal optimieren. Was man heute sehr, sehr positiv einmal ansprechen muss, im Einbau von dem Gate Titan hat mir der Marcel gesagt, sie haben auch die Gears direkt gleich nachgeschimmt. Bedeutet, weil sie die Gearbox eh schon offen haben fürs Titan reinbauen, wurden auch gleich die Gears ein bisschen nachgeschimmt und die sitzen perfekt. Also absolut kein Spiel mehr, null. Laufen aber dennoch auch im voll zusammengeschraubten Zustand der Shell, laufen sie wunderbar. Also hier vielleicht, wenn es hochkommt, 0,05 mm Luft drin. Also wie gesagt, Schimmung von Bad Agency ebenfalls einmal perfekt und auch die Motoreinstellung passt perfekt. Also Pinion zum Bevel Gear. Also auch hier löblich zu erwähnen, Shimming perfekt out of the box. Machen wir anschließend gleich mit dem Piston-Set weiter. So, und hier der erste Punkt, wo man halt ein bisschen beachten muss. Der Piston ist von der Qualität hervorragend. Das ist ein Polyamid-Piston. Bedeutet sehr, sehr harter und robuster Kunststoff. Und ihr seht, nicht komplett alle Zähne sind jetzt hier aus Kunststoff, sondern wir haben im vorderen Bereich zumindest schon mal 3 Stahlzähne hier einmal eingearbeitet. Bedeutet, an der Position, wo die Feder am meisten Last hat oder wo die Feder am meisten komprimiert ist, da haben wir einmal komplett Stahlzähne drauf. So eine ähnliche Kombination kennt ihr auch bei VFC. Ich glaube, VFC macht 6 Stahlzähne oder 7, ich weiß es nicht mehr genau. Auch eben eine Kombination aus Kunststoff und Stahl. So, das ist jetzt gar nicht so verkehrt. Habe ich auch schon oft angesprochen, gerade wenn wir einfach mit einem starken Akku, mit einem schnellen Motor die Systeme betreiben, hat es einen gewissen Vorteil, aber halt auch einen Nachteil, wenn der Piston im hinteren Bereich aus Kunststoff ist. Der Vorteil natürlich, ihr schlagt hier mit dem Zahn vom Sektorgear hier hinten nicht direkt in Stahl rein, sondern in Kunststoff, was automatisch schon mal minimal ein bisschen weicher ist und eher einmal nachgeben kann. Bedeutet, die Belastung auf den ersten Zahn vom Sektorgear ist dementsprechend etwas geringer. Der Nachteil wiederum, wenn wir jedes Mal so schnell da hinten mit dem Zahn einmal reinfahren, wird sich der Kunststoff auf Dauer hier hinten einfach sehr schnell oder sehr stark einmal abnutzen. Was heißt sehr schnell? Sehr schnell, 50, 60, 70.000 Schuss vielleicht. Bedeutet, je nach Konfiguration, je nach Federstärke kann der Piston lange halten oder sehr lange halten oder ihr übertreibt halt und der Piston ist nach 20.000, 30.000 Schuss kaputt. Müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, so wie das Ding kommt, out of the box, finde ich, ist es in Ordnung. 1,4, 1,5 und da wird das Ding eine ganze Zeit lang einmal standhalten. Und wie bei den Gears auch schon angesprochen, ihr müsst jetzt nicht hergehen. Natürlich, ihr könnt hergehen und könnt einen besseren reinbauen. Sprechen wir gleich an. Aber ihr könnt auch genauso einfach das Zeug so drin lassen, wie es ist. Mal 1, 2 Jahre durchrotzen, dann aufmachen, reingucken, wie schaut es aus. Ist der Piston hier schon sehr stark abgenutzt oder hier stark abgenutzt an den Zähnen? Dann könnt ihr immer noch ein paar Euro in die Hand nehmen und dann mal den Piston machen. Aber wie gesagt, out of the box, für die Energie drin lassen erstmal, bis er wirklich durch ist. Und auch von der Qualität, von den Laufflächen, er macht einfach einen guten Eindruck, muss man sagen.
Und das letzte Mal auch schon angesprochen, wisst ihr könnt euch auch eine G&G kaufen. Ihr könnt auch eine G&G kaufen für 390 € oder von mir aus 400 €. Da habt ihr einen kompletten Plastikpisten drin, also mit kompletten Plastikzähnen unten. Also wie gesagt, ich finde auch hier vom Preis-Leistungs-Verhältnis, natürlich, es geht immer besser, aber Preis-Leistungs-Verhältnis ist es in Ordnung. So, und der Pistenhead, auch dieser ist leider nur aus Kunststoff gefertigt, nicht aus Alu, hat eine Ventilation einmal drin, das ist vollkommen in Ordnung. Wie lange dieser allerdings standhält, das kann ich euch nicht sagen. Daher wir hier aber gleich am Zylinderhead vorne ein relativ großes Sorbo haben, welches die Energie sehr gut aufnehmen kann, denke ich auch, dass dieser auf Dauer in Ordnung ist. Und wie gesagt, ein Kunststoff-Pistenhead belastet die Shell auch ein bisschen weniger, wie wenn ihr einen aus Alu drin habt. Je nach Energie. Nachteil, wird die Energie zu hoch, kann er euch brechen. Also auch hier Abwägungssache, wie gesagt 1,4, 1,5 Joule. Mit dem Sorbo-Pad vorne am Zylinderhead würde ich auch den erstmal drin lassen. Also auch hier kein Must-Do jetzt unbedingt, sofort alles zu tauschen. So, Axiallager im inneren Bereich ist übrigens ebenfalls einmal vorhanden. Bedeutet, wir haben hier innen drin ein Axiallager und wie vorhin schon gesehen, auf dem fetten, massiven Edelstahl Spring Guide hinten ebenfalls nochmal ein Axiallager. Bedeutet 2 Axiallager drin und dementsprechend, wenn ihr eine Feder tauschen müsst, wieder aufpassen, rechnet eine Federstärke runter aufgrund der beiden Lager. Bedeutet, würdet ihr im Regelfall eine M120 benötigen, habt ihr 2 Lager drin, braucht ihr nur eine M110, da ihr einfach mehr Vorspannung einmal drauf bekommt. Also wie gesagt, auch hier Preis-Leistungs-Verhältnis tipptopp. Und wenn ihr jetzt mal herschaut, ich habe jetzt in der kurzen Zeit 10 Max durchgeblasen, sind knapp 1200 Schuss. Und das Ding sieht immer noch einmal pfiffig aus. Wie gesagt, diesen fetten AMAX oder diesen großen AMAX da verwendet mit 1500 mAh, 11,1 Volt. Man sieht zwar jetzt hier schon ganz leicht ein bisschen so diese Kratzer oder diesen Versatz, wo Sector Gear reingreift. Aber es ist noch nichts irgendwie abgeschliffen, man sieht noch keine Fasern dran vom Kunststoff oder sowas. Dementsprechend in Ordnung, definitiv. Dann geht es einmal weiter mit der Zylindergruppe, bestehend aus dem Zylinder selbst, dem Zylinderhead, der Nozzle und selbstverständlich dem Volumen bzw. Verhältnis. So, beginnen wir beim Zylinder. Das ist ein Typ C-Zylinder, hart beschichtet. Also Typ C bedeutet mit Volumenreduzierung. Dementsprechend wäre auch rein theoretisch ein Short Stroke kein Problem. Also 12 Zahn Sector Gear oder 13 Zahn Sector Gear wäre definitiv drin bei so einem kurzen Ding. Denn wie gesagt, die gesamte Hublänge nutzen wir so oder so nicht. Was für ein Material das ist, weiß ich nicht. Ich habe es hier mal angekratzt. Wie gesagt, es ist hart beschichtet. Es ist kein Alu, sondern wenn man hier anfeilt oder ankratzt, kommt irgendwie sowas leicht rosafarbiges raus. Sieht ein bisschen aus wie Kupfer. Aber ein Zylinder aus Kupfer, keine Ahnung, wäre mir neu, weiß ich nicht. Kann bestimmt der Bronco ein bisschen mehr dazu sagen. Also Bronco, falls du das Video anschaust und du uns sagen kannst, was für ein Material das ist, gerne mal unten ins Kommentarfeld reinhauen. So, ansonsten ist der Zylinder in Ordnung, auch innen drin schön sauber alles, aber an Schmierstoff fehlt es hier innen drin ein kleines bisschen. Bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, ich habe hier nichts irgendwie gereinigt oder sauber gemacht und hier einmal mit dem Finger entlang fahre, da ist so gut wie nichts einmal drauf. Bedeutet, ja, die Abdichtung ist sauber, man merkt es aber auch ein kleines bisschen, wenn man den Pistenhead ein bisschen hier entlang fährt, er kratzt nicht, aber er hat doch ein bisschen viel Widerstand. Bedeutet, hier wäre ein kleines bisschen mehr Fett oder ein kleines bisschen Silikonöl, bisschen mehr wäre hier definitiv einmal angebracht gewesen. So, jetzt mal noch einen kleinen Tipp für Einsteiger, wenn ihr jetzt nicht unbedingt die ganze Knifte auseinandernehmen wollt und ihr habt vom Titan so einen Dongle, dann stellt ihr kurzerhand mal kurz das Pre-Cocking so weit hoch, bis der Piston nach dem Schuss relativ weit hinten stehen bleibt. Zum Beispiel in diesem Zustand jetzt hier. Und dann könnt ihr nämlich ohne die Gearbox zu öffnen einfach von außen hergehen, könnt euch irgendein Silikonspray nehmen und macht einfach einen kleinen Sprüher Silikonspray hier einmal in das Loch rein. Und wie gesagt, dann ist der Zylinder innen drin geschmiert und ihr müsst jetzt nicht hergehen und die ganze Gearbox auseinandernehmen, nur um hier ein kleines bisschen Fett oder Öl reinzubekommen. Wie gesagt, der könnte ein bisschen mehr geschmiert sein, der ist doch ein kleines bisschen trocken. Aber es funktioniert und die Abdichtung, wie im Chrono gesehen, ist ebenfalls in Ordnung.
So, apropos Abdichtung, schauen wir uns vorne den Zylinderhead an. Dieser hat zwar nur einen O-Ring, aber einen relativ fetten, und was ihr gerade auch schon gesehen habt, das Ding sitzt sehr, sehr gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Hier vorne einmal drin, also richtig schön, presst das Ganze mit dem O-Ring, dichtet hervorragend einmal ab, hat kein Schwabbeln oder sowas drin und dementsprechend ist auch das von der Abdichtung vollkommen in Ordnung. Auch der gesamte Zylinderhead müsste aus Polyamid oder aus POM sein, das weiß ich nicht. Wie gesagt, ist vom Material her identisch eigentlich oder sieht identisch aus einmal zum Pisten und dementsprechend gehe ich davon aus, dass es vermutlich einmal Polyamid Kunststoff ist. Also auch hier haltbar, nichts zu schimpfen, Abdichtung perfekt. So, und jetzt nochmal ganz kurz zurückzukommen auf das Sorbopad. Zunächst mal, Zylinderhead ist in Ordnung, passt perfekt zur Gearbox, schauen wir uns dann auch gleich an. Aber das Sorbopad hinten drauf ist ebenfalls sehr gut. Bedeutet, ihr habt jetzt hier nicht einfach nur so ein dünnes Sorbopad hinten auf eine Fläche aufgeklebt, sondern das gesamte Sorbopad ist 4 mm tief in dem Korpus vom Zylinderhead drin versenkt. Könnt ihr so, wenn ihr hier schräg ein bisschen reinschaut, könnt ihr das mal sehen. Also das Sorbopad ist insgesamt 4 mm stark und dementsprechend kann die Energie, welche von hinten kommt, sehr schön einmal rausgenommen werden. Und natürlich Kunststoff belastet auch heute wieder die Gearbox natürlich etwas weniger, wie wenn ihr jetzt einen Alu-Zylinderhead reinbaut ohne Pufferfläche einmal vorne oder ohne O-Ring, ohne Gummipuffer vorne. Wie gesagt, auch hier lasst das Ding drin, es funktioniert. Dementsprechend kann man hier auch nicht schimpfen. So, und wie gesagt, die Passgenauigkeit in der Gearbox, die ist richtig gut. Das passt mal auf, ich baue das mal ganz kurz wieder zusammen. Und dann stopfen wir uns das Ding da vorne mal rein. Das sitzt nämlich aufs Zehntel genau da alles einmal drin. So, vordrücken. So, jetzt hier. Null Spiel. Oh, habt ihr nicht gesehen? Null Spiel. Also der gesamte Zylinder sitzt perfekt. Wirklich perfekt. Einmal in der Aussparung von der Gearbox. Hier also nicht mal ein Zehntel Luft. Und ebenfalls der gesamte Zylinderhead sitzt perfekt in der Aufnahme. Bedeutet, auch hier müsst ihr mit ein bisschen Schmackes das Ganze wieder rausdrücken. Wird also auch hier, wie gesagt, sitzt perfekt einmal auf dem Pinüppel oder auf dem Nupsi einmal drauf, liegt vorne sauber komplett einmal an der Gearbox an und dementsprechend auch hier von der Passgenauigkeit tipptopp. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis, Leute. Es funktioniert einfach und es ist... Komm raus jetzt. So, jetzt da. Also wie gesagt, es funktioniert, Preis-Leistungs-Verhältnis, Zylinderhead, gut oder definitiv brauchbar. So, jetzt kommen wir einmal zur Nozzle. Die Nozzle ist eine Standard M4 Nozzle, Länge sind 21,2 mm, aus Kunststoff gefertigt und kein O-Ring einmal drauf. Bedeutet aber auch, man hätte vielleicht, wirklich nur vielleicht, minimals ein bisschen mehr Energie mit einer Nozzle, mit einem O-Ring oder mit 2 O-Ringen. Die Passgenauigkeit allerdings ist perfekt. Habe ich mal vorhin bereits ausgemessen. Bedeutet, wenn wir die Nozzle hier mal auf den Stutzen draufschieben, die sitzt wirklich perfekt. Also die hat selbst in Schussposition, hat das Ding so gut wie null Spiel hier einmal drauf. Also das haben wir schon deutlich schlechter gesehen. Glaubt ihr mir nicht? Jetzt passt mal auf. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal ausgemessen, weil die sitzt wirklich gut. So, hier ist einmal der Durchmesser 5,44 mm vom Stutzen vorne vom Zylinderhead. So, und jetzt passt auf, die Nozzle hat einen Durchmesser von 5,46 mm. Bedeutet, ihr habt hier so gut wie kein Spaltmaß zwischen dem Stutzen und der Nozzle. Das nenne ich Passgenauigkeit. Und dementsprechend ist es auch nicht unbedingt nötig, jetzt hier sofort eine Nozzle reinzumachen mit einem O-Ring oder sowas. Wie gesagt, natürlich, es gibt wie die Perfektionisten, ja, ich auch vielleicht ein bisschen, aber dennoch, wie gesagt, müsste nicht, definitiv nicht, es passt von der Qualität, von der Passgenauigkeit, passt das Ding einfach perfekt zum Zylinderhead. Dementsprechend auch hier, Preis-Leistungs-Verhältnis, out of the box, definitiv zu gebrauchen. So, jetzt habe ich euch vorhin schon angesprochen, man könnte auch rein theoretisch problemlos mit einem Short-Stroke fahren, mit 12 Zähne Sektorgear oder 13 Zahn Sektorgear, haben wir hier natürlich nicht drin. Bedeutet, wir haben Standard-Gears drin, aus Stahl, gesintert, 16 Zahn, wie gesagt Standard und wir nutzen letztendlich den gesamten Hub, aber diesen Hub nutzen wir natürlich nicht im Zylinder, da wir hier einen Typ C-Zylinder haben.
Bedeutet, der restliche Weg, den der Piston zurücklegt nach diesem Loch, ist einfach verschwendet, braucht man nicht. Wie gesagt, wäre ein Shortstroke, wäre hier etwas interessanter gewesen. So, wir haben aber auch mit diesem Typ C-Zylinder selbstverständlich unheimlich viel Volumen einmal drin. Wenn ihr das mal ausrechnet, kommen wir hier auf ein Verhältnis von 2,3:1. Also ihr habt unheimlich viel Luft im Zylinder für diesen relativ kurzen 240 mm Lauf, der hier drin verbaut ist. Dementsprechend 0,3 reinstopfen, 0,32 von mir aus, packt ihr euch 0,4 rein, ist mir wurscht. Rein vom Volumen ausreichend, definitiv. Wie gesagt, viel Volumen, viel gutes Verhältnis, ebenfalls tipptopp. Dann können wir uns noch ganz kurz die Tappet Plate und den Motor einmal anschauen. Die Tappet Plate müsste rein theoretisch ebenfalls aus Polyamid-Kunststoff sein. Auf jeden Fall sehr hart das Ganze, also ein bisschen Flex ist drauf, klar braucht sie auch. Ein kleines bisschen Flex, aber wenn ihr da vorne mal drauf schaut, wo die Nozzle drauf sitzt, sitzt es wirklich unheimlich gut. Also hier eine sehr, sehr harte Tappet Plate einmal. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es einfach einmal Polyamid-Kunststoff ist. Wie gesagt, sehr, sehr hart das Ganze, passt einwandfrei, können wir ebenfalls nicht schimpfen. So, der Motor, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen bei den allgemeinen Informationen. Der zieht halt die Butter nicht wirklich vom Brot. Also es ist letztendlich ein stinknormaler China-Rumbel-Bumbel-Standardmotor, wie man auch in den ganz alten Symas einmal noch drin hatte. Also wirklich das günstigste vom günstigsten und dementsprechend ja ausbaufähig. Aber auch hier muss man sagen, Preis-Leistungs-Verhältnis beim 11.1er ist es in Ordnung. Aber wir liegen trotzdem im 11.1er bei durchschnittlich 80 Millisekunden ungefähr vom Zyklus. Wie gesagt, das ist Syma-Niveau, das ist einfach Preis-Leistungs-Verhältnis, ist das in Ordnung. Wer jetzt was Schnelleres gewohnt ist mit den ganzen modernen High-Torque-Motoren und schnellen Gears, dem wird es vielleicht ein bisschen zu langsam sein. Da es aber ein stinknormaler Longtime-Motor ist, lässt sich das Ganze natürlich auch problemlos einmal tauschen, wer unbedingt möchte. Wem jetzt diese 80 Millisekunden in Ordnung sind, wie gesagt, ist einfach günstig. Der lässt das Ding einfach drin und nimmt es einfach so hin und rockt das Ding durch, bis die Kohlen durch sind oder bis der Motor einfach Schrott ist. Wie gesagt, der Cycle oder der Zyklus liegt hier im Durchschnitt bei 12 Volt bei ca. 80 Millisekunden. Schwankt ein bisschen, das schnellste waren 76 Millisekunden, das langsamste waren 89 Millisekunden. Wie gesagt, je nach Schusszyklus schwankt das Ganze ein kleines bisschen. Der Drain bzw. der Verbrauch sind bei 0,5 Milliampere-Stunden pro Zyklus. Das ist durchschnittlich, das ist vollkommen in Ordnung. Und die Ströme liegen bei 30 Ampere für den Zyklus und bei 61,2 Ampere im Peak. Also auch hier ist das Ganze vollkommen in Ordnung für einen Standardmotor. Ich habe es euch aber vorhin bei den allgemeinen Informationen auch schon gesagt, ihr könnt mit dem Titan letztendlich genauso hergehen und könnt das Ansprechverhalten oder den Zyklus ein bisschen faken, indem ihr einfach ein bisschen Precocking drauf gebt. Wie gesagt, ich habe jetzt im Titan 20 Millisekunden Precocking eingestellt. Bedeutet, der Piston wird einfach ein bisschen vorgespannt und dadurch dauert zwar der Zyklus weiterhin natürlich seine 80 Millisekunden, aber der Schuss bricht einfach schneller oder der Schuss löst sich einfach schneller, da der Piston bereits ein bisschen vorgespannt ist. Wie gesagt, wenn ihr schon die Option habt und hier schon einen Titan drin habt, dann nutzt einfach die 20 Millisekunden Precocking, um das Ansprechverhalten ein bisschen schneller hinzubekommen, auch mit dem Originalmotor. Und dann müsst ihr nicht hergehen und müsst jetzt nochmal für 50, 60 Euro einen besseren Bürstenmotor reinmachen oder für 100 Euro einen Brushless-Motor. Muss nicht sein. Wie gesagt, wenn es Titan drin ist, nutzt es Titan auch. Wenn dann die Feder aufgrund des Precockings nach einem Jahr einfach ein bisschen verschlissen ist und von der Energie einfach ein bisschen verliert, weil sie immer ein bisschen vorgespannt ist, dann könnt ihr immer noch hergehen und könnt euch nach einem Jahr einfach mal eine neue Feder kaufen. Und da seid ihr halt bei 10 Euro, das ist nix. Und aufgrund des Federschnellwechselsystems könnt ihr die auch noch in ein paar Minuten tauschen bei einer Wartung. Also wie gesagt, Motor nicht der beste, Preis-Leistungs-Verhältnis natürlich, aber aufgrund des Titans bekommt man auch das Ansprechverhalten mit ein bisschen Precocking einmal in den Griff. So Leute, und bevor es gleich weitergeht mit Lauf- und Hop-Up-System, schauen wir uns zunächst mal kurz das Timing und den AOE out of the box an. Bedeutet, ihr seht auch, das Sector Gear hat bereits einen Gear Clip bzw. einen Delayer einmal vorinstalliert. Hier zunächst mal erfreulich, die Tappet Plate passt perfekt, bedeutet, steht vorne schön bündig einmal an der Gearbox an, ohne hier hinten einmal gegen die Welle
vom Sektorgear zu drücken. Fährt also einmal komplett sauber, bündig einmal vor. Das ist tipptopp. Und dann drehen wir das Ganze einfach einmal durch. So, Tappet Plate macht einmal auf. So, Tappet Plate ist jetzt hier bereits in der hintersten Position, bevor überhaupt der erste Zahn einmal in den Pisten reingreift. Bedeutet, das System öffnet sehr früh. Wie gesagt, hättet ihr jetzt hier keine AB, könnte das Probleme machen von der Energieabgabe her, wenn ihr einfach starke Akkus oder einen schnellen oder starken Motor einmal verwendet. Daher wir hier beim Titan aber eine AB haben und diese auch noch einstellen können, ist das jetzt zunächst mal kein Problem. Aber wie gesagt, nochmal ganz kurz, wenn ihr euch das anschaut, hier ungefähr ist der Zyklus einmal abgeschlossen und kurz darauf fängt die Tappet Plate bereits wieder einmal an zu öffnen. Und wenn das System jetzt zu schnell ist, gerade wenn ihr jetzt ein 13-1er Gearset verwenden würdet, dann oder einen starken Motor, einen schnellen Motor, dann würde nach dem Schusszyklus umgehend die Tappet Plate wieder geöffnet und dann könnt ihr hier vorne einmal Luft verlieren. Bedeutet, bevor überhaupt der Schuss abgegeben ist, fährt die Nozzle schon wieder einmal nach hinten. Wie gesagt, ist jetzt aufgrund des Titans erstmal kein Problem. Sollte das ein Problem sein, kann man auch den Delayer einmal runter machen, denn dann stellt ihr das Timing etwas um, denn die Tappet Plate macht dann etwas später einmal auf. Also wie gesagt, vom Timing beachten, Tappet Plate kommt sehr, sehr früh einmal. So, dann spielen wir den Zyklus einmal durch. Wir drehen einmal rum. So, jetzt wie gesagt, jetzt greift einmal das Sektorgear in den Pisten rein. Einmal, wir sind komplett hinten. Auch hier, Nozzle macht vollständig auf. Tappet Plate liegt einmal sauber am Zylinder unten an. Auch hier kommt nicht zu viel Spannung irgendwie auf die Tappet Plate drauf. Bedeutet, die springt euch jetzt hier nicht hoch oder sowas. Die biegt es nicht zu stark, sondern hier vollkommen in Ordnung. So, wir spielen den Zyklus weiter. Ab hier fängt die Tappet Plate einmal an zu schließen. Bedeutet, ihr seht, wir sind hier einmal draußen mit dem Delayer, hinten aus der Flosse. Tappet Plate fängt an einmal zu schließen oder Nozzle fährt eben nach vorne. Wir drehen einmal weiter, wir drehen noch weiter. So, und bereits in dieser Position ist unsere Tappet Plate bereits einmal geschlossen. Die Kugel ist geladen und die Nozzle ist in der vordersten Position. So, und auch hier haben wir jetzt nochmal ca. 3 Zähne Hubweg oder Weg zur Verfügung, bis der Piston letztendlich einmal sich entspannen kann und den Schuss letztendlich einmal abgibt. Wie gesagt, ist in Ordnung. Das Timing von der Tappet Plate oder ein Angriff von der Tappet Plate finde ich fast ein bisschen zu früh. Also hätte vielleicht noch ein bisschen später einmal kommen können. Da es aber funktioniert, wie gesagt, das ist dann eher was für Bastler oder wenn man halt ein bisschen was ummodeln möchte, ist es interessant. Out of the box funktioniert es auf jeden Fall tadellos. So, dann schauen wir uns noch kurz den AOE an. Dieser passt einigermaßen, zwar nicht 100%, aber schon mal besser wie bei manch anderen Kniften. So, ihr habt gesehen vorhin, wir haben 4 mm Sorbo im Zylinderhead einmal drin. Wir drücken den Piston komplett bis Anschlag vor, fahren mit dem Sektorgear einmal hoch und greifen hier einmal in den Piston rein. Wie gesagt, das ist nicht schlecht und man könnte sogar mit einem Sorbo-Pad den Piston problemlos nochmal um 1,15 weiter nach hinten schimmen Millimeter und fährt hier dennoch nicht gegen den vorletzten Zahn vom Piston. Wir hätten also noch etwas Luft, um den AOE einmal zu korrigieren. Wie gesagt, bei den meisten Systemen müsst ihr 2 mm ausgleichen, teilweise sogar 2,5 mm. Hier braucht ihr, wenn es hochkommt, wenn ihr wirklich den AOE perfekt haben wollt, 1 mm bis maximal 1,5 mm. Und dann könnt ihr sogar den Originalpiston weiterhin verwenden. Dadurch würdet ihr auch einmal den hintersten Kunststoffzahn vom Piston etwas schonen und ebenfalls den ersten Zahn vom Sektorgear, welcher hier einmal reingreift, würdet ihr ebenfalls etwas schonen. Da eben die Last, wenn das Ding da reinknallt, nur einmal nach hinten geht und nicht noch im Winkel leicht nach oben. Wie gesagt, ist out of the box vollkommen in Ordnung, haben wir schon deutlich einmal schlechter gesehen. So, beim Piston müsst ihr beachten, der ist ein bisschen, wie vorhin schon angesprochen, der ist ein kleines bisschen kürzer, 0,6, 0,7 mm im Vergleich zu einem Standardpiston. Bedeutet, würdet ihr hier einen Standardpiston reinbauen, einen Retroarm zum Beispiel, würde das nicht funktionieren, denn der Piston steht dann hier bereits einmal hinten an der Gearbox einmal an und verklemmt letztendlich das Sektorgear. Kann hier also nicht aushaken. Ist aber mega simpel und einfach einmal zu fixen. Das hebe ich mir aber einmal auf
fürs separate Technik- bzw. Upgrade-Video. Gut Leute, jetzt machen wir abschließend noch Lauf- und Hop-Up-System. Auch hier habe ich im Vorfeld bereits ein paar kleinere Tests in Sachen Kompatibilität einmal durchgeführt. Weitere Informationen oder mehr dazu gibt es dann später einmal im Projekt oder im Update-Video. So, fangen wir erstmal an. Der Lauf ist ein Standard AEG-Lauf aus Messing, ganz normal 6,08 mm Innendurchmesser. Aufnahme, wie gesagt, Standard AEG. Patchfläche bekommt ihr maximal 4,9 mm rein. Ihr seht auch, das Fenster ist mittig etwas länger gefräst wie auf der Außenkante letztendlich. Wie gesagt, maximal 5,9, 5 mm Patch liegt dann bereits vorne an der Kante auf. Aber wie gesagt, ich habe vorhin schon ein paar Buckings mal ausprobiert, so die Standard-Buckings Maple Leaf und Bugatti Fly und so, das ganze Zeug, das bekommt ihr aber problemlos einmal rein in den Originallauf. Was sehr erfreulich ist, könnt ihr vielleicht sogar sehen, der Originallauf hat im vorderen Bereich eine sehr lange Phase einmal drin. Also nicht nur so 2 mm angefasst, sondern die Phase zieht sich circa, lasst mich mal reingucken, ungefähr bis hierher. Also so circa 8 bis 9 mm geht der Lauf vorne schön langsam einmal auf, wie so ein Trichter. Dadurch wird auch das überschüssige Volumen, da wir einfach sehr, sehr viel einfach drin haben, wird um die Kugel einmal sauber abgeführt. Also das ist nicht verkehrt und auch heute würde ich wieder sagen, Standardlauf ist in Ordnung. Wie gesagt, ist zwar ein Standard 608, aber das haben wir dahingestellt. Besseres Bucking rein, wäre die Sache für mich erledigt. Und wenn dann der Lauf wirklich mal so dreckig innen drin ist und ihr die Rückstände nicht mehr rausgeputzt bekommt, dann könnt ihr immer noch auf was anderes gehen. Aber erstmal Standardlauf drin lassen und wie gesagt, wenn er dann kaputt ist oder zerkratzt ist oder zu viel Rückstände drin hat, dann kann man es sich immer noch überlegen. So, die Hop-Up-Kammer an sich ist auch gar nicht mal so verkehrt, muss man sagen. Sie ist aber nur aus ABS-Kunststoff. Bedeutet, seht ihr gerade hier im vorderen Bereich, das Ganze ist sehr, sehr weich einmal. Also da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Und auch der C-Clip sitzt standardmäßig in Ordnung drin. Das muss aber bei der Installation wirklich aufpassen, dass der Lauf gerade ausgerichtet ist. Denn der Lauf wird letztendlich, oder der Inner wird letztendlich von dem C-Clip oder beim C-Clip nur links und rechts gehalten. Bedeutet, ihr habt im unteren Bereich keine Führung oder keine Zentrierung mehr einmal im C-Clip. Und hier können wir vielleicht ebenfalls mal ansprechen, was auch hier bei dem Originallauf wieder der Fall ist. Kennt ihr zum Beispiel auch von PPS-Läufen, dass diese Nut hier unten relativ kurz ist. Das, wenn ihr mal mit anderen Läufen vergleicht, da zieht sich diese Nut, die zieht sich bis hier vorne normalerweise durch. Und dann bekommt ihr auch problemlos andere C-Clips rein, die eben so eine Zentrierung unten hat. Habt ihr jetzt einen Lauf, der eben so ist, mit so einer kurzen Nut hier unten drin, dann ist es bei manchen C-Clips notwendig, dass ihr diese Nut da unten einmal wegmacht. Das ist immer ein kleines bisschen ärgerlich, denn auch hier kann eben die Nut, die Nutlänge je nach Hersteller immer ein kleines bisschen abweichen. So, also wie gesagt, wird nur links und rechts gehalten, ist in Ordnung, aber halt bei der Installation aufpassen, dass er wirklich schön gerade einmal ausgerichtet ist. So, die Kammer an sich müsste dann rein theoretisch eine Standard V2 sein. Auch hier werde ich die nächsten Tage noch ein paar Tests machen mit anderen M4 Hop-Up-Kammern, ob es kompatibel ist, ob es nicht kompatibel ist, wie sieht es aus mit der Nosselänge. Wie gesagt, muss ich mir alles erst anschauen. So kurzerhand mal rausgemessen, Abstand vom Ladekanal oder von diesem Loading oder von der Loading Tube unten bis zur Kante hin, ist diese hier minimalst ein bisschen näher an der Gearbox dran. Das sind aber nur 0,5 bis 0,6 mm. Wie gesagt, ich werde die Tage noch ein paar Hop-Up-Kammern mal testen, dann können wir uns das vielleicht noch mal genau anschauen. So, aber zunächst mal ist eine Rotary Hop-Up-Kammer, habe ich euch vorhin schon mal gesagt, die funktioniert an sich wirklich sehr, sehr gut. Bedeutet, das Rädchen läuft angenehm straff, sitzt sauber drauf und lässt sich von außen einfach hervorragend einstellen. Auch die Kompatibilität zu etwas größeren Tensionern ist ebenfalls einmal gegeben. Bedeutet, ihr habt oben eine Standardbreite von 4 mm und einen Durchgang von stolzen 8 mm. Bedeutet, es wäre rein theoretisch sogar möglich, ein 7 mm Hop-Up-System mit der Original ABS Hop-Up-Kammer einmal zu verwenden. Aber wie gesagt, getestet habe ich es noch nicht. So, es gibt allerdings einen kleinen Punkt, den man leider wieder beachten muss. Und zwar hat auch diese Hop-Up-Kammer von Double Eagle
letztendlich den exakt identischen Hop-Up-Arm oder Hop-Up-Lever, wie man von den Symas, war das Syma? Doch, ich glaube Syma Hop-Up-Kammern einmal kennt. Bedeutet zunächst mal der eine Punkt, ihr habt hier im Lever wieder den Tensioner quasi so reingedrückt. Und das ist letztendlich einfach nur so ein ganz, ganz weicher Silikon-Tensioner. Und dementsprechend sind auch etwas schwere Kugelgrammaturen nicht wirklich möglich. Bedeutet, ihr benötigt einfach unheimlich viel Druck von oben, dann könnt ihr sie zwar hoppen, aber ihr werdet den Patch innen drin vom Bucking relativ schnell kaputt machen damit. Wie vorhin schon angesprochen, im besten Fall eigentlich 0,25. Alles, was schwerer ist, leidet das Bucking doch sehr, sehr stark darunter. So, wieder zurückzukommen auf den Hop-Up-Arm bzw. auf den Lever und den Tensioner. Für bessere Hop-Up-Systeme würde es sich natürlich anbieten, auch bessere Tensioner zu verwenden. So, und das ist leider aufgrund des Levers auch hier wieder nicht wirklich möglich, denn zum Beispiel Maple Leaf Omega Tensioner ist zu hoch. Bedeutet, ihr bekommt bereits in Nullstellung Überhop drauf. Ebenfalls, was auch nicht passt, TNT Tensioner, ebenfalls Überhop bereits in Nullstellung. Was auch nicht passt, Begadi D3, 5 mm D3, also die große Version letztendlich, auch dann direkt gleich wieder Überhop in Nullstellung. Der einzige, den ich jetzt mal reingezimmert habe, der gut passen würde, wäre wieder diese kleinere Version von diesem 5 mm Tensioner. Das letzte Mal schon mal angesprochen, der müsste 2,5 mm Durchmesser haben. Der ist einfach flacher und da bekommt ihr einfach in Nullstellung nicht sofort Hop drauf. Wie gesagt, das ist der einzige aktuell, den ich kurz mal reingestopft habe, der keinen Hop aufbaut in Nullstellung. Die anderen funktionieren leider standardmäßig nicht in der Original-Hop-Up-Kammer. Wie gesagt, müssen wir uns dann einmal anschauen. So, an sich schon mal in Ordnung. Wie gesagt, man könnte jetzt so einen 2,5er Tensioner verwenden und selbstverständlich irgendein anderes Bucking. So, lasst uns das Bucking mal kurz anschauen. Da wird euch zunächst mal auffallen, das ist ein bisschen kürzer wie ein Standard-Bucking. Bedeutet, wenn ihr das mal drüber stülpt, seht ihr auch, wenn wir es mal vergleichen mit dem Maple Leaf, es ist einfach ein kleines bisschen kürzer und hat ebenfalls außenrum nicht extra irgendwelche Dichtlippen. Es sitzt aber erfreulicherweise relativ anständig in der Kammer drin. Bedeutet, man muss es doch mit ein bisschen Schmackes hinterdrücken und dichtet dementsprechend dann auch sehr gut ab. Was bei dem Original-Bucking nicht ganz perfekt ist, ist der Übergang Nozzle zur Lippe hinten bzw. zur Dichtung. Denn da sind wir genauso wie zum Beispiel bei ICS-Systemen, fährt letztendlich die Nozzle nicht in die Dichtung rein, sondern liegt nur auf. Bedeutet, ihr könnt hier mal herschauen, die Nozzle hat zwar jetzt hier außen vorne so eine kleine Phase, aber das Bucking hinten ist so eng von der Lippe, dass letztendlich diese Phase nicht sauber reingreifen kann. Bedeutet, die Nozzle drückt letztendlich hinten nur flach gegen die Lippe dagegen, kann hier also nicht reingreifen. Dementsprechend könnte uns hier minimals Energie einmal verloren gehen. Ja, die Chronotests sind in Ordnung, aber wie schon so oft gesagt, wenn ihr irgendwo Druckverlust habt, kann der Druckverlust auch konstant sein. Bedeutet, ihr verliert einfach pro Schuss gleich viel Energie oder gleich viel Luft. Wie gesagt, müssen wir uns noch mal angucken, später im anderen Video, ob es gegebenenfalls mit einem anderen Bucking nochmal etwas von der Energie mit der Originalfeder mehr gibt. So, das möchte ich euch mal ganz kurz vergleichen. Wie gesagt, hier liegt die Nozzle nur auf. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal Maple Leaf Bucking hernehmen, da ist eben die Dichtung hinten etwas anders. Und da fährt das Ganze wirklich schön in die Dichtung quasi rein. Könnt ihr hier sehen, bedeutet die Phase greift hinten in die Dichtung rein. Und solche Systeme dichten meistens deutlich besser ab, wie wenn die Nozzle einfach nur einmal aufliegt. Und auch bei diesem blauen Begadi das gleiche. Auch hier kann die Nozzle über die Phase schön in die Dichtung hinten reingreifen. Was ebenfalls nicht gut passt, ist Modify, denn auch hier ist die Dichtung hinten oder die Lippe deutlich enger. Bedeutet, auch hier kann die Nozzle nicht wirklich schön in die Lippe reingreifen und sauber abdichten. Aber wie gesagt, so diese Standardgummis, wenn ihr einfach mehr Kugelgrammatur verwenden wollt, 0,3, 0,2er 30, so meine Lieblingsstandardgrammaturen, Maple Leaf Standard Bucking rein, ein Macaron, Super Macaron oder sowas, oder so ein Begadi Bucking oder was auch immer, wie gesagt, hier auf jeden Fall problemlos möglich. Paar Euro und es sind out of the box mehr Kugelgrammatur problemlos machbar. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht hergehen und muss jetzt hier Unmengen Geld in eine bessere CNC Hop-Up-Kammer oder so was investieren.
Wir werden es uns zwar anschauen, Kompatibilität später noch im anderen Video, aber ich denke, ich werde auch bei der Original-Hop-Up-Kammer einmal bleiben. Denn wie gesagt, sie ist zwar nur aus ABS, aber solange man besseres Bucking drin hat und einen besseren Tensioner, sollte das Ding ebenfalls problemlos einmal funktionieren. Also auch hier Rotary Hop-Up-Kammer, keine veraltete Rädchen-Hop-Up-Kammer, wie man es früher gewohnt ist. Auch hier muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist es vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, paar Euro Bucking Tensioner wie bei sehr, sehr vielen oder häufig bei sehr, sehr vielen SAEGs. Und dann könnt ihr auch schwere Grammaturen einmal verwenden. Also, wie gesagt, das ist doch vollkommen in Ordnung. So Leute, Knifte wieder zusammengebaut. Als letztes noch ein wichtiger Punkt, wenn ihr mal hier vorne quasi die Gewindeschutzkappe runterschraubt oder wenn ihr das Ding mal demontiert und die Hop-Up-Kammer rauszieht, passt auf nach der Installation, denn Golden Eagle zentriert hier vorne den Inner nochmal im Auto über einen O-Ring. Bedeutet, wenn ihr die Hop-Up-Kammer eben rauszieht oder den Inner, dann passt der O-Ring nicht mehr. Bedeutet, liegt dann relativ schräg oder liegt dann so hier vorne drin. Das ist natürlich Murks. Also aufpassen, dass wenn ihr es wieder zusammenbaut, dass ihr eben einen kleinen Schlitzschraubendreher nehmt und diesen O-Ring genau neben den oder um den Inner letztendlich hier vorne einmal wieder reinstopft. Damit quasi der Inner, ja, oder euer Lauf hier vorne wieder einmal schön zentriert wird. So, einmal wieder schön reinlegen. So, jetzt ist der O-Ring da wieder wunderbar einmal drin. Der Inner wird hier vorne schön sauber zentriert. Und damit könnt ihr letztendlich Gewindeschutzkappe wieder draufschrauben oder Schalli oder was auch immer ihr einmal habt. Gut, Leute, machen wir abschließend einmal das Fazit. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Wir sind am Ende angekommen und es fehlt natürlich auch heute wieder mein ganz persönliches Fazit zu dieser wunderschönen LWRC SMG 45. Denn nichts anderes ist es. Ich nenne das Ding jetzt garantiert nicht Double Eagle M917 C-Version. Hört sich Mist an. Also SMG 45. So, ich werde auch das Fazit wieder ein bisschen ausführlicher machen und als Zusammenfassung einmal aufzeichnen, dass eben auch die Zuschauer, die sich nur das Fazit anschauen, einfach ein bisschen einen Überblick bekommen über die einzelnen Punkte und eben vielleicht nicht die Zeit haben, sich das ganze Video von vorne nach hinten einmal durchzuschauen. So, fangen wir an, mein Fazit zu dem Modell und wir beginnen natürlich wieder mit den Pluspunkten. Was finde ich jetzt an der Knifte gut? Ein ganz großer Pluspunkt ist der Punkt Allrounder und Flexibilität. Bedeutet, ihr habt eine relativ kompakte Knifte, das Gewicht passt, ihr habt eine brauchbare Lauflänge von 240 mm. Bedeutet, ihr bekommt auch noch ausreichend Energie einmal raus. Sie lässt sich super führen und habt ein Federschnellwechselsystem mit dem Gate Titan. Ihr seid also unheimlich flexibel mit dem Modell. Ja, Allrounder, wie gesagt, wollt ihr irgendwo in der Halle spielen mit 1 Joule oder 1,2 Joule, funktioniert tadellos. Mittelgroße Gelände, 1,5, 1,6 Joule, 60 Meter, ist auch machbar. Also hier, es ist eigentlich egal, auf welchem Spielfeld ihr seid, ihr könnt das Modell immer einsetzen. Außer vielleicht irgendwie so Beer Zone oder Woodland, wo man teilweise auf bis zu 80 Meter schießt. Da ist das Modell vielleicht nicht geeignet. Aber für alles andere wirklich ein richtig tolles Modell. Der zweite Pluspunkt ist die gesamte Haptik. Natürlich auch aufgrund des Kunststoffs, aber auch aufgrund des Aufbaus von diesem System. Wie gesagt, ihr habt hier zwar diese Rail-Covers, braucht ihr nicht unbedingt, habt einen sehr, sehr schlanken Vorderschaft. Ihr könnt wunderschön in den Spannhebel den Daumen reinlegen. Ihr habt hier vorne auch noch dieses Panel oder diese Abdeckung mit dem Handstop. Das ganze Modell greift sich unheimlich schön. Wie gesagt, braucht ihr Pickrail, macht da eine dran, braucht ihr nicht, lasst es ja weg. Wollt ihr so schlank wie möglich haben den Vorderschaft, dann macht ihr einfach gar nichts ran. Sie lässt sich einfach unheimlich schön greifen, sie liegt toll im Anschlag drin und die gesamte Haptik ist einfach unheimlich stimmig. Dementsprechend Haptik gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und dann ist das Modell natürlich auch für Linksschützen geeignet. Komplett beidseitig nutzbar, egal was ihr wollt. Den Feuerwahlhebel natürlich beidseitig. Verschlussfanghebel zum Hop-Up einstellen, beidseitig nutzbar. Erweiterter Magazinauswurf, mega geil. Magazin ist super schnell zum Droppen, direkt mit dem Abzugsfinger oder mit dem Zeigefinger. Funktioniert. Auch der Spannhebel. Ihr könnt ihn links, ihr könnt ihn rechts montieren. Und wie gesagt, der läuft einfach traumhaft. Und funktionaler Boltcatch oder Verschlussfang. Also auch hier für Linksschützen oder eben beidseitige Nutzbarkeit, Ambidextrous, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und dann habe ich es euch bei der Verarbeitungsqualität gesagt, der Kunststoff, was Double Eagle hier abliefert, ist auf G&G-Niveau.
Bedeutet unheimlich harter, glasfaserverstärkter Polyamid-Kunststoff an der gesamten Knifte. Kein ABS, wie man es bei vielen China-Herstellern einmal hat. Also hier wirklich die Qualität und der gesamte Kunststoff ist wirklich hervorragend. Gerade in Bezug auf den Preis, klasse, richtig, richtig gut. Hätte ich nicht gedacht für diesen Preis, dass man hier so eine Kunststoffqualität einmal geliefert bekommt. Dementsprechend halt auch 2 Stück kauft. Gut, ich bin halt ein Depp. So, nächster Pluspunkt. Gesamtes Design ist zwar Geschmackssache, ich finde aber diese LWRC oder diese SMG 45 ist aktuell immer noch eine der schönsten Kniften meiner Meinung nach, die es gibt. Sie wirkt einfach natürlich unheimlich modern. Aber gerade wisst ihr im Airsoft-Bereich, wie viele Hersteller schmeißen denn eine Knifte raus, 9 mm oder 45, siehe gerade PCC 45 von G&G oder MXC 9 von G&G. Ja, und dann haben sie diese ganz normalen AR-15 Lower Receiver mit dem fetten Magazinschacht, wo normalerweise 5, 6er Magazine reinkommen. Und da wird so ein kleines Magazin da reingepopelt. Das sieht doch einfach kacke aus. Sorry, Entschuldigung. Nein, das gesamte Design ist unheimlich stimmig, ergonomisch. Klar, ist eine umgemodelte UMP letztendlich, aber es passt alles. Also gesamtes Design finde ich unheimlich sexy und unheimlich ausgefallen. Richtig geil. So, dann muss man auch sagen, der gesamte Lieferumfang, den man hier bekommt, passt ebenfalls. Ihr habt eigentlich alles drin, was ihr wollt. Wie gesagt, den optionalen Magazinhalter hier, links, rechts nutzbar, direkt unten mit dem Zeigefinger. Ihr habt die Panels dabei, ihr habt den Handstop dabei, ihr habt die Pickrails dabei. Ja, was wollen wir denn noch alles haben? Also hier auch der Lieferumfang, muss man sagen, vollständig. So wünscht man sich das. Und wie gesagt, gerade eben die Aktion von Bad Agency, 2 Magazine habt ihr aktuell ebenfalls direkt mit enthalten. Klasse, feiere ich. So, nächster Pluspunkt. Gate Titan seitens Bad Agency bereits installiert in der Basic-Version. Sehr gut eingebaut, nicht irgendwie krumm oder sowas, nicht mit Fett vollgeschmiert. Sauber eingebaut, keine Schrauben vermackt und ihr habt eben dementsprechend ein sehr gutes EFCS- und MOSFET-System, ein optisches System bereits drin in der Knifte verbaut. Und wie schon gesagt, wollt ihr den Zyklus ein bisschen schneller haben oder wollt ihr das Ansprechverhalten noch ein bisschen schneller haben, dann könnt ihr auch problemlos über die Software einfach vielleicht 10 Millisekunden, 20 Millisekunden Precocking ein bisschen einstellen. Natürlich, die Belastung auf die Internals nimmt zu, die Feder wird etwas früher verschleißen oder eben nachlassen. Da kauft ihr euch halt nach einem Jahr mal eine Feder für 10 Euro und dann hat sich die Geschichte auch erledigt. Also Gate Titan gebe ich ebenfalls einmal als Pluspunkt. So, und natürlich, Leute, wenn man sich die ganzen Punkte jetzt mal zusammenrechnet, sich das Modell anschaut, 288 Euro aktuell, selbst 320, auch Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Auch in Bezug auf die aktuelle Wirtschaftslage, die wir haben, dass einfach alles saumäßig teuer wird. Jeder verlangt irgendwie 50, 80, 100 Euro mehr für ihre Kniften. Und hier bekommt man so ein wunderschönes Airsoft-Modell für 288 oder halt irgendwann mal 320 Euro, wenn sie nicht mehr im Rabatt ist. Ja, Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. So, und jetzt habe ich letztendlich nur noch 2 Neutralpunkte. Den einen Neutralpunkt hätte man eigentlich gar nicht mit aufnehmen müssen. Wie gesagt, hätte man eigentlich komplett streichen können, aber das Ganze soll ja eben eine Zusammenfassung sein. So, und dementsprechend lasst uns eben ganz kurz über das Thema Internals sprechen. Hier out of the box definitiv brauchbar. Wie gesagt, schmeißt euren Akku hinten rein und rotzt durch das Ding durch, was geht. 11 Einser rein, der Motor ist zwar alles Standard, es ist ein Standardmotor, es ist ein Standard 18:1, es ist ein Plastikpisten mit Kunststoffzähnen, nur vorne 3 Stahlzähne, es ist ein Plastikpistenhead, es sind alles Standard-Internals, aber die Kombination, die Toleranzen, wie die ganzen Internals und das System harmonieren, das stimmt. Das passt, wie gesagt, der Pisten läuft butterweich, auch die Nozzle hat gerade mal 0,02 oder 0,03 mm Spiel auf dem Stutzen vom Zylinderhead. Bedeutet, die braucht gar kein O-Ring, um wirklich sauber abdichten zu können. Da langt ein bisschen Fett, langt da locker aus. Also hier ja, Standard-Internals natürlich für den Preis, was wollen wir erwarten, aber brauchbar. Auspacken, Akku rein, spielen, fertig. Funktioniert. Und dennoch haben wir immer noch die Möglichkeit, da eben die ganzen Teile V2 kompatibel sind, können wir immer noch mal hergehen und können vielleicht nach einem Jahr mal sagen, oder wenn der Motor halt durch ist oder die Kohlen runter sind, können wir immer noch sagen, gut, wir nehmen halt mal einen besseren Motor in Kauf oder tauschen vielleicht mal den Pisten bei einer Wartung, wenn er kaputt ist. Ist immer noch irgendwann alles mal machbar.
Man muss also gar nicht hergehen und jetzt sofort alles rauspfeffern. Würde ich gar nicht mal. Natürlich, wie gesagt, wir werden vielleicht in 2 Wochen ein Technikvideo machen, was alles kompatibel ist, wo man vielleicht darauf achten muss. Das möchte ich mir einfach im Detail alles mal anschauen. Aber man muss trotzdem jetzt nicht sofort wieder Geld in die Hand nehmen. Vielleicht, wenn ihr mehr Kugelgewicht haben möchtet, macht da noch ein Bucking rein und einen anderen Tensioner. Seid ihr bei 15 €, dann spielt ihr 0,3, fertig. Hat sich die Sache erledigt. Ihr könnt aber auch ganz krank sein, könnt euch einen Warhead-Motor reinmachen, 13.1er Short-Stroke-Gearset, Stahlzahnpisten, natürlich, ihr könnt in das Ding noch mit 100 € Tuning reinbuttern. Aber die Frage ist immer, muss es sein? Das ist euch überlassen. So, und wirklich ein kleiner Neutralpunkt, und zwar der Feuerwahlhebel. Wie gesagt, die Bedienbarkeit, die Haptik, wie es sich schießen und führen lässt, ist alles super. Nur der Feuerwahlhebel hat mich persönlich etwas gestört. Und ich konnte es euch nicht genau sagen, und ich kann es euch immer noch nicht genau sagen, warum der Weg von der Sicherung raus auf halbautomatisch oder auf Semi empfand ich im Vergleich zu einer AR-15 etwas länger. Ich gehe davon aus, dass es eben hier an diesem etwas erweiterten Pistolengriff hier hinten liegt, da eben der Daumen dementsprechend ein bisschen weiter hinten sitzt. Und dementsprechend fühlt sich der Feuerwahlhebel standardmäßig sehr lang an. Also man muss viel Weg zurücklegen, um die Knifte einmal auf Semi umzuschalten. Wie gesagt, kleiner Neutralpunkt, habt ihr auch relativ habt ihr große Hände, wird es euch wahrscheinlich nicht jucken. Habt ihr kleinere Hände und empfindet diesen Weg auch als etwas zu lang, habe ich euch ganz am Anfang gezeigt, dann baut das Ding einfach auf 45 Grad um. Wie gesagt, bei mir jetzt einfach hier die Sicherung, zack, Semi, 45 Grad, einfach umgebaut und dementsprechend nicht mehr so viel Weg einmal nötig. Ist eine Sache von, keine Ahnung, 3-4 Minuten, dann habt ihr das Ding auf 45 Grad einmal umgebaut. Und das soll schon gewesen sein. Wie gesagt, 288 € für so ein Modell finde ich mehr als fair. Sie läuft wunderbar, sauber geschimmt, Gate-Tighten drin, Internals zwar Standard, aber brauchbar und eben auch die gesamte Qualität, die Kunststoffqualität, beidseitige Bedienbarkeit. Es stimmt einfach für mich alles. Es passt einfach perfekt und wie gesagt auch Preis-Leistung einfach nur hervorragend. Wie gesagt, aktuell noch im Angebot 288 mit 2 Magazinen. Wenn ihr schnell seid, bekommt ihr vielleicht noch eine. Wenn ihr langsam seid, bekommt ihr halt keine mehr. Dann müsst ihr halt vielleicht irgendwann mal 320 bezahlen. Aber selbst das wäre für dieses Modell in Ordnung, wenn es euch auch so gut gefällt wie mir. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Habe ich jetzt noch irgendwas ausgelassen? Habt ihr weitere Fragen zu dem Modell, zu irgendeinem anderen Airsoft-Modell? Wollt ihr irgendwas ergänzen zu diesem Review? Habt ihr vielleicht das Modell auch schon? Spielt ihr es ja schon ein bisschen länger? Habt ihr mehr Informationen vielleicht zum Thema Magazinkompatibilität? Eure Meinung, euer Fazit, einfach alles unten ins Kommentarfeld einmal reinhauen, auch wenn vielleicht bei euch vielleicht die Gears schon kaputt sind oder so. Wie gesagt, gibt es vielleicht irgendwas Kritisches, was ich jetzt nicht angesprochen habe? Auch dann bitte, jederzeit haut es unten ins Kommentarfeld rein. Hat euch das Video gefallen? Wie immer, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.